Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Master Detective Archives Raincoat. Beim letzten Mal haben wir die restlichen Ermittlungen des zweiten Falls hinter uns gebracht. Und ich habe ja gesagt, ich denke noch mal ein bisschen drüber nach, über die verschiedenen Lockroom-Mysteries und ob mir noch mal was einfällt, was vielleicht einen anderen Mörder, ja, möglich machen könnte. Und das Ding ist, nicht wirklich. Also, ich habe für den dritten Mord, für den, also den letzten Raum, den wir beim letzten Mal gesehen haben, immer noch keine wirkliche Lösung gefunden. Also, ich verstehe immer noch nicht, was da genau passiert sein soll. Ähm, Ich denke wieder, dass es doch noch vielleicht eine Rolle spielen könnte, was wir halt herausgefunden haben mit den Fischen, dass Lebensformen, also Menschen vor allem in diesem Fall, nicht gezeigt werden in der Wiederherstellung, dass da vielleicht doch noch irgendjemand im Raum war oder sowas in die Richtung. Vor allem war nämlich mein Gedanke, ich habe noch mal über den Eimer nachgedacht, über den Farbeimer, dass der eben umgekippt ist und dass wir den gesehen haben, wie der umgekippt ist, dass, wenn der Anbeter zuerst den Raum betreten hat und die Leiche gesehen hat und dabei den Eimer umgekippt hat, wir aber in der Aufzeichnung den umgekippten Eimer sehen, müsste das ja bedeuten, dass die Aufzeichnung stattgefunden hat, nachdem der Eimer umgekippt wurde. Also erst als jemand anderes, und zwar halt der Museumsmitarbeiter, da hinterher in den Raum auch gekommen ist und dann selbst die Leiche gesehen hat. Was dafür sprechen würde, dass der Anbeter der Mörder wäre. Aber ich habe immer noch keine Lösung dafür gefunden, wie er das Seil verbrannt haben könnte, ohne ein Mitarbeiter zu sein. Außer wir haben jetzt einfach wieder den Punkt, dass es halt Komplizen gibt und die haben einfach alle zusammengearbeitet und er ist halt, der Anbieter ist wirklich der echte Mörder, aber der Rest der Kirche, also tatsächlich die Mitarbeiter von der Kirche, haben auch mit drin gehangen oder zumindest irgendjemand davon. Ähm, Kann ich nicht ausschließen, das ist ja so der Punkt, den ich beim ersten Fall auch vergessen habe, dass es ja Komplizen geben kann einfach. Das heißt, ich weiß es nicht, kann möglich sein, aber das wäre so das Einzige, was für mich darauf hindert und ich weiß nicht, kann auch einfach sein, dass das Timing anders war und er hat die Leiche halt erst gesehen, nachdem er den Eimer umgekippt hat. Dann weiß ich aber trotzdem nicht, was der Eimer für eine Rolle spielen sollte. Vielleicht war dann irgendwie ein Seil drunter und der hat irgendwas ausgelöst. Ich weiß halt nicht was. Wir werden sehen. Ganz ehrlich, ich will mir nicht alles vorwegnehmen, weil das wird jetzt hier 3 Stunden dauern. Wir werden jetzt 3 Stunden unserer Lebenszeit verschwenden, alle gemeinsam. Oder ihr könnt vorspulen, weil diese Fähigkeit habt ihr, ich nicht. Ich werde jetzt die nächsten 3 Stunden meine Lebenszeit verschwenden. Ja, ich gehe sehr optimistisch an das Ganze hier ran. Aber vielleicht wird's ja toll. Vielleicht wird's ja richtig spannend heute. Wir sind ja jetzt auch nicht mehr zu zweit unterwegs. Wir haben Halara dabei tatsächlich. Ein Charakter, den ich heute nicht misgendern werde. What should I do? Mit Sicherheit nicht. I'll need to explain everything, won't I? We don't have much of a choice now. No point in keeping secrets here. Halara? Let me explain. Danke. Wird geskippt. Immerhin etwas. And that's how this mystery labyrinth involving the Nailman killings materialized. I see. So mystery labyrinths are materialization of mysteries themselves, and the truth is encased deep within. I appear to have underestimated you. This is an amazing forte. I must admit, it's quite a superhuman power. As far as I know, no other ability comes close to this. Ja, wir mussten dafür auch nur einen Vertrag mit einem Todesgott eingehen, sonst nichts weiter. Who are you? I refuse to think you're just a trainee detective. To be honest, this isn't my ability. Before you continue, tell me, who is that woman beside you? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Her name is Shinigami. I think the simplest way to describe her is that she's a guide for the mystery labyrinth. That's me! I'm also Master Scary Cute Mentor. On to my next question. You're just gonna ignore me? You mentioned the Nailman case just now. I had heard the rumors about that around town. Why are you investigating that case? Huh? What are you talking about? We were just investigating the Hat Laura die Nailman ganzen case Erinnerungen together. jetzt verloren an die Ermittlung? The Nailman. We were pursuing that case. Es ist einfach Trails into Reverie. Und das ergibt nur Sinn für Leute, die Trails in Reverie gespielt haben. You don't remember? There was a young boy who wanted to hire a detective and you turned him down. I do remember you received a request from a child about some case, and you ended up seeking my help.
Warum? The cost for hiring me was 5,500,800 Okay, yen. nur Erinnerungen an den Fall selbst gehen verloren, nicht die Erinnerungen drumherum. You remember the exact amount. But I can't remember what the case involved. I do vaguely recall investigating something. My mind is clouded. I don't remember exactly what was being investigated or what was discovered. Was natürlich blöd ist, weil Halara ja schon den Fall scheinbar gelöst hatte komplett, ne? Could Und uns noch nicht that be- gesagt hat, was die Wahrheit ist. Yeah, it's because of the Mystery Labyrinth. The Mystery Labyrinth is a fortress protecting the truth, so outsiders usually can't reach it. If someone did happen to wander in, their memories of the case would be locked away. Though, if you have a pact with me, you wouldn't be affected. But I guess that part of the pact can't be shared. This is the Mystery Labyrinth's defense mechanism, then. It makes sense for a vault that protects its treasure, the truth, to have a significant level of security. Yep, totally not strange at all. Halara here sure is smart. Halara. Oh, don't mind her. She gives people random nicknames. Anyway, since my memories of the case have been taken away, I will provide a supporting role for your investigation. Supporting role? As long as we're in here, I will act as your assistant. Well, that's the same as our original agreement. Ist doch unglaublich. Muss ich dafür noch mehr zahlen oder machst du was That gratis? means we can't rely on Halara's detective skills to blast through this dungeon. That's unfortunate. Das ist halt so eine It's still dumme nice to have an Ausrede. ally. Das ist so eine dumme Begründung. Hey, Master, before we head into the Mystery Und ich gehe davon aus, dass Labyrinth, es so eine ähnliche Begründung in jedem einzelnen Fall geben wird. Einfach weil wir als Spieler halt ja die Fälle ja selbst lösen müssen mit den coolen Minispielen. let's do that thing. Huh? What thing? Welche Sache? Master, are you ready to give your life for the truth? Yeah, I am. Ach ja, das ist ja schon mal passiert. Ich habe mich noch sehr vage daran erinnert. Ja, das, ne? Gut. Schön, dass wir die Katze anscheinend jetzt immer wieder zu Gesicht bekommen. Muss sich auch gelohnt haben, die zu erstellen, ne? Well, this world is just full of surprises. I assume that sword is used to cut down enemies interfering with your progress through the Mystery Labyrinth. You're right. It's a special sword that can interact with things here. I better materialize the solution keys I got during the investigation, too. Ja, bitte kotz mal alles aus. That was a lot. Here you go. Do you have to vomit them out every... What? Should I use a different hole instead? Nein. Sorry, please don't mind her. All right, we're all set. Now, let's unriddle this mystery labyrinth. Our target is the true culprit who preys on the truth. Durchaus eines der Videospiele, die jemals gemacht wurden, nicht wahr? Und es hat noch nicht mal richtig angefangen. I understand that progressing through this Mystery Labyrinth will allow us to obtain the truth. But what happens to us if we can't find it? Da kommen wir niemals heraus. We'd be lost, wandering around here forever. But as long as we reach the truth, it doesn't matter how much time we spend here. Oh, I forgot to mention this, but there's a time limit for solving the mystery labyrinth. Oh, what? There's a limit to how long you can stay in here. Stick around too long and your soul will leave your body behind. Your soul will wander until it's eventually absorbed by the mystery labyrinth. And you vanish entirely. Das ist natürlich eine gute Information, die mir nicht hätte es früher geben können, ne? In other words, you die.
Why are you laughing? You should have told me this a long time ago! Oh, relax. Quit whining. A detective is bound to die anyway. Isn't that right, Hellara? It's no different from our usual line of work. A detective's life is always on the line. See? Listen up, Master. You might learn something. You're taking this awfully well, Hellara. Ja, bisschen abgestumpft, ne? Offensichtlich, solange man das Geld bekommt, sind es die Gefahren wohl wert. Nur leider bekomme ich kein Geld. Also. Oh. What's this? Ich glaube, das ist die nächste Abzweigung. Die sehen jetzt so aus hier. They seem to represent the 4 crime scenes. Oh, okay, oder so. Das ist einfach nur die Aufteilung. I Verschiedene Morde. assume that solving all 4 will allow us to progress. Oh, I see. You see? Master, this is your job. So what's first? How about starting with the clock tower, since it was the first one you investigated? If the numbers are set chronologically, then the clock tower would be the 4th locked room mystery. Ja, warum sollten wir dann da anfangen? Warum fangen wir nicht auch bei der 1 an? Ich finde, das wäre vernünftig, aber na gut. Ich will halt, ist vielleicht schon besser so, weil ich will auch zuletzt den 3. Raum machen, weil den verstehe ich halt nicht, ne? Are you going to the 4th locked room? Kann ich auch zu den anderen dann gehen? Kann ich einfach sagen, nö, kein Bock auf deine Reihenfolge, weil dann will ich auf jeden Fall nicht auf dich The hören. clock tower crime scene is Ah. Maybe you'll have a better. Na gut. Schade, ich wollte ein bisschen, ja, das Spiel auflockern. Ich wollte nicht dieselbe Reihenfolge machen wie alle anderen Spiele auf dieser Welt. Bisschen Individualität und so. Ja, da halt nicht. Keine Entscheidungsfreiheit für mich. Nicht, dass es einen Unterschied gemacht hätte, aber ja. Ich hätte es einfach gerne ein bisschen unkonventioneller gehabt und wir kommen direkt zurück in den Raum hier rein. This is an exact replica of the clock tower crime scene. Shinigami, you didn't recreate it with your powers, did you? No, I could only do that when I hit you so hard in the head you almost died. It looks to me like the crime scene materialized in the labyrinth on its own. Sick, also gibt es auch noch ein paar andere, ja, Arten der Visualisierung, die wir noch nicht gesehen haben im ersten direkt. The 4th locked room is the latest chronologically, correct? Ja, deswegen ist es das 4. That's right. von 4. And this is also what got me involved in the Nailman killings. What are the details of the case? Try to tell me as concisely as possible. Bitte wiederhole es nicht einfach. The crime was a locked room murder Ja, inside ich war the dabei. storage room of a clock tower. In the middle of the room was a woman's corpse covered in countless nails. Which means that's Yeah. Das ist die Leiche, There were ja. also lots Gibt's of auch ganz viele it Puppen. looked just like one of those bizarre crime scenes. Tatsächlich sah es so aus. Ist ja unglaublich. Wow, deswegen waren es die Nailman-Morde. the door. Yeah. Die Tür war it von was innen locked verschlossen. until the body was There's only one window, and its shutters were down as well. Ja, aber das Fenster kann man von innen verschließen. See. So the shutters were locked too. This is the 3rd floor of the clock tower. It's too high up to jump from here. Aber nicht so, um runter zu klettern, gegebenenfalls. So it really is a locked room mystery. Hey, if this is a locked room, aren't we stuck in here too? Oh no! Master! You're trapped unless you solve this mystery! Otherwise, you'll run out of time and your soul gets snuffed out! You better hurry! Hey! Huh? Okay, hier ist mein Blut auch rot. Da habe ich gleich drüber nachgedacht. Aber hier sieht man es ja wirklich, wirklich sehr eindeutig, dass da einfach das pinke Blut von der Leiche ist und direkt daneben mein rotes Blut. Ich weiß nicht, das ist kein Zufall. Yuma hat rotes Blut. Nicht einfach nur so aus Spaß. I'm surprised you're so calm after seeing that. Von wo ist der Täter geflohen? Ja, Here. what do you think, huh? It has to be here. Ja, muss es wohl. Unglaublich. Du bist ein wahrer Detektiv. The culprit must Das have war die ganze escaped Animation through the definitiv wert. And your reasoning? When I arrived at the scene, the window shutters were closed. It was wet underneath the window, but I could tell it was already starting to dry. Which means
The window was open not too long ago. It's likely the culprit escaped through the window and closed the shutters on the way out. Is it possible to close the shutters from the outside? Ja. Yes. Also, nein, This es style schließt of sich von shutter selbst. automatically locks, Danke. so if you let go of the shutters Er löst das at the Mystery einfach right alleine. time, Ich muss nur it's sagen, es ist das momentum Fenster. pulls it down. And once down, in other words, the culprit held up the shutters while moving outside. Crazy. Ja, ich skippe ein bisschen durch, weil who the fuck cares actually? Right. Let's try it. Okay, hier bekommen wir den ersten Kampf. Wer bist du denn? Achso, der Dude. The nail man killings. Warum ist dein Kopf so groß? Als warum sind deine Haare so groß, er? Solved. Is he that peacekeeper? It's a mystery phantom! The people covering up the case in the real world are manifested like that here to stop. To stop You us. think the culprit really escaped from here? This high up? Das ist natürlich sehr absurd, das ist vollkommen recht. If you fall, you die. Why don't you give it a try? Help! Werden auch noch beide mitgezogen. Hey, don't drag me down with you. We can't leave a guest behind, Hallara! It would be downright unmannerly! Sehr gut. Muss ich jetzt wirklich extra erklären, dass... Oh, ist ein neues Minispiel. Mit kontinuierlichen Angriffen umgehen. Drück den richtigen Knopf, wenn du denkst, dass du die richtige Antwort auf die Fragen hast, die dir das mysteriöse Phantom stellt. Angriffe kommen weiter angeflogen, aber sehr vorsichtig. Du erleidest Schaden, wenn du alle heranfliegenden Angriffe ignorierst. Okay. Crazy. Muss jetzt wirklich beweisen, ja, dass er einen Seil verwendet hat. The mystery labyrinth is a manifestation of a mystery. So solving it will get us out of this, right? I think so! The culprit wouldn't have fallen out of the window like we did. They would need a tool to get up and down. A tool? You should have found something during the investigation. I was helping you, after all. You must have seen the answer with your own eyes. Try to remember. Master, concentrate! Was hat er wieder benutzt, um von der hochgelegenen Stelle zu entkommen? Was? Achso, ja, das war schon richtig. Ich habe das Minispiel gar nicht richtig verstanden, aber ich glaube, das stand da gerade, dass die verbrannten Überreste waren. Ja. Rope in the incinerator at the church. The culprit had used that rope to escape through the window. Welche Spuren hat die Benutzung des Seils hinterlassen? Feuchter Boden? Also ja, schon. Rollladenstruktur. Spuren. I can't dodge it! Ah, ja, das wollte ich auswählen. Wie soll ich das so schnell lesen? Das ist das Hauptproblem gerade. Ich muss es erst lesen und dann noch drücken. Ja, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es. The nail that was stuck in the doll under the window had some rub marks on it. The culprit must have tied the rope there. That's why those nails have been hammered in below the window. It wouldn't be possible to climb down a rope simply hooked onto a window, unless you've had special training for it. There's no way an amateur could manage it. Aber es ist eine That Leiter. can't be how things went down. Es ist kein echtes Seil. Also, es ist kein normales Seil. Das In ist that schon case, echt. it Aber... couldn't have been an ordinary rope. It must have been. Oh nein, was könnte es gewesen sein wohl? What's that? I can't hear you! Sicherheitsleine, Strickleiter. I'm right here with you. Kann ich es auswählen? Nein, ah, fuck. Dodge it! Ich habe den Stick bewegt, weil ich dachte, ich muss jetzt was auswählen. Und das wurde dann als falsch gedeutet, weil ich muss ja nicht den Stick drücken, ich muss X drücken oder sowas in die Richtung. Oh mein Gott, bitte. Unless you've had special training for it. Ich muss jetzt wirklich nochmal... There's no way an amateur could manage it. That can't be how things went down. Ich hasse Videospiele. In that case, it couldn't have been an ordinary rope. It must have been. Wisst ihr, Visual Novels sollten kein Gameplay haben. Also, nicht solches. Sollte einfach nicht sein. Das hat irgendjemand entschieden irgendwann und das war ein Fehler. Wir müssen das
zurückfahren. Don't worry, I'm right here with you. Das hat sich gelohnt, das normal zu sehen, nämlich so X. Deshalb auch den Stick als falsche Eingabe wertet, obwohl da gar kein Stick-Symbol ist. Was habe ich denn bitte falsch ausgewählt, als ich den Stick berührt habe? Ich bitte dich. Na gut. Ow. We're alive, I think. Yuma, are you okay? Yeah, thanks. You saved me, Halara. Correct. It's all thanks to me. Money well spent, no? Well, it was a lot of money. Come on! Are you two just gonna keep staring at each other all day? Let's get out of this locked room! Right. So this is the rope ladder in question. It certainly would help you escape. Das würde sie wohl. Die Frage ist es immer noch ein relevantes Mystery, wie die Leiter dann getrennt wurde, oder wurde die einfach abgerissen? Was this found in the church's incinerator? That's right. It didn't concern me at the time, but it makes sense now. The rope can be folded in the middle, and then the ends can be connected together. Hä? Wie? And that's how they made a rope ladder. Wie? What makes you so sure it was used here? Das sind doch normale Seiten, die können doch nicht verbunden werden in der Mitte. Wovon redest du? Oder wurde das einfach jeweils... Das ist doch blödsinnig. Das ist doch blödsinnig. The nail under the window showed signs of friction from a rope. Ja, ich weiß, das hatten wir doch gerade das Thema. Ich will wissen, wie die Leiter damit verbunden wurde. Ja. Und danach ist der Mörder rückwärts hier weggelaufen, natürlich. Wait, wasn't the rope ladder hitched on that nail? Ja, das ist die Frage, die ich mir noch stelle. Down from the bottom. The culprit could have cut it one rung at a time as they descended. By the time they reached the bottom. Okay, dann ergibt es mehr Sinn. So rum ergibt es mehr Sinn. Weil ich dachte jetzt wirklich, ein Argument wäre gewesen, dass die Leiter ursprünglich ja halbiert war und dann einfach zusammengesteckt werden konnte. Dass es irgendwie eine, keine Ahnung, eine komische Art von Leiter ist, die man zusammenstecken kann aus irgendeinem Grund. Nein, okay. Das Argument war, es ist eine Leiter, die wurde, während er runterklettert, das ist zertrennt. Okay, das akzeptiere ich. Das ergibt deutlich mehr Sinn. It would have been one long single rope, which they could easily pull down. The window's shutters fell due to its weight and locked automatically, completing the locked room. Ja, hätte ich drauf kommen können, ganz ehrlich gesagt, hätte ich drauf kommen können. That's a stellar deduction. Aber ja, Major vernünftig. props. Das ist eine vernünftige Begründung. To me for training you. Ja, muss ich mich nochmal darum prügeln? Um das zu beweisen, oder was? The Bitte culprit dich. used that rope ladder to escape the clock tower. What of it? He's back. That doesn't change our verdict at all. The watchmaker is the culprit. Master, boom, kill the mystery. Nein, das ist Blödsinn, weil er die Leiter ja gar nicht dabei hatte. Yeah. Ja, das ist doch jetzt das Argument, oder? Er hat die Leiter nicht dabei gehabt. Er hat nur Hammer und Nägel dabei gehabt, als ihr ihn festgenommen habt. Deswegen habt ihr ihn ja festgenommen, weil er so viele Waffen dabei hatte. Hammer und Nägel halt. Ja, ich denke, darauf wird es hinauslaufen, weil wir haben die Leiter irgendwo ganz anders gefunden. Die Überreste davon. Die keine Überreste waren, das war einfach die ganze Leiter anscheinend. Höhenangst, Türschlüssel. These deductions Ach so, ja. are unnecessary. It's Ja, die clear who Höhenangst, the genau. culprit is. The watchmaker was nearby at the time of the crime. Ja, okay. Das war. The watchmaker was also at the scene. And he had a hammer for the nails. In other words, he committed the crime. Noch irgendein Argument? Committing the crime. Just Fuck. as you deduced, he created that locked room. War's nicht richtig? Ah, ja, okay. Er hat Höhenangst, das weiß ich doch, das ist doch mein Punkt. Aber wogegen soll ich das denn verwenden?
Okay, vielleicht kommt da noch was. Das ist ja der Punkt, was And he had auch so ein bisschen mein hammer Problem for ist the an dem Gameplay, nails. dass ich gar nicht weiß, wie lange es noch In geht. other words, he committed the crime. Und irgendwann schlage ich aus Panik auf Sachen, weil ich denke, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht treffe, Just as dann you das Richtige, muss ich mir den ganzen Scheiß nochmal geben. And escaped via the rope ladder. Okay, es war. Und er kam über die Strickleiter, was natürlich Blödsinn ist, weil das geht nicht, weil er hat Höhenangst. Alles andere hätte sein können. Ja, es war. Aber The watchmaker is afraid of heights. He couldn't even look out the windows as he went up the tower. No way he climbed a rope ladder that high up. So it's impossible for him to have committed the crime. He's not the nail man. Damn you! You said these mystery phantoms try to cover up the case, right? ja, Which means the peacekeeper Seth is trying to do just that. das habe ich schon bemerkt. I don't know why, but it's clear the peacekeepers are involved with this case. Perhaps it is connected to Kanai Ward's ultimate secret. All the more reason to seize the truth. Let's go. Right. Jeez, who's the protagonist here? Tja. Noch bin ich es. Noch muss ich nämlich hier die Sachen, muss ich den Sachen ausweichen und die Sachen mit meinem Schwert schlagen. So ein Blödsinn. Das kann gerne Laura übernehmen. Ich muss das gar nicht unbedingt machen. Ich kann es gerne einfach weglassen. By the way, Yuma, about your sword. Does it only work on cues and mystery phantoms? The solution blade works against anything in the mystery labyrinth. So don't cut your allies by mistake, Master. You could have told me that sooner. Can I use that sword? Ja, bitte, gute Frage. Ooh, so sorry. Fuck. Only Master is able to use it because he made a pact with yours truly. You may be under the effects of coalescence, but you're just an extra here, Hellara. So, nope, you can't use the solution blade. I was merely curious. Regardless, it's best I act as support, since I don't have any memories of what happened. Let's return Ja. to the case. Gehen Assuming wir the zum Fall zurück, watchmaker bitte. isn't the culprit, do you have any notion of who is? I do. Ja, Yuma, wer ist das? Lara, during the investigation, you claimed one of the people at the church is the culprit. I think I understand the reason why now. Ja, weil das die einzigen Charaktere sind, die wir in diesem Kapitel kennengelernt That haben. rope was found inside the incinerator, which only clergy members could Ach so, access. das ist dein Punkt. Ja, gut. In other words, whoever tried to destroy the evidence is a member of the church. Prompt and logical. I am quite impressed. Ja, schließen wir den Anbeter aus, meinetwegen. You're tooting your own horn? Ich meine, das war ja auch schon länger eine Behauptung, aber... schick hier. Sieht ein bisschen aus wie bei The Hardest Principle irgendwie gerade. Weiß nicht. Das ist meine erste Assoziation aus irgendeinem Grund. Kann ich noch mit dir I reden? see. Du hast Geheimnisse wie diese, um dir deinen Weg durch das Labyrinth zu bahnen. Wow. Du bleibst schnell, Laura. Ja, das ist ja... Wow. Das ist alles so super. Okay. Mein Gott. Schatztruhe. Kann ich die öffnen? A treasure chest! Can I open it? Das habe ich auch gefragt. Check it out! A new solution key! Die einzigen Personen mit Zugang zur Verbrennungsanlage sind Geistliche. Wow. Verrückt. Das haben die uns ja auch nicht schon gesagt, als wir da waren. Das haben wir jetzt erst erfahren. Back to the original spot. So, we cleared the first route. We just need to keep this up and go through each shrine one by one, which Ja, das müssen wir tun. supposedly leads to solving the real-life case. You learn fast. Unlike a certain master I know. If you're Ja, so Protagonisten müssen impressed, immer ein why bisschen don't you schwer just vom Begriff sign sein, up damit man for lange Lara? die Erklärung rauszögern kann, damit alle Spieler es auch verstehen können. Sulking. You're the jealous kind, aren't you? No, I'm not. We're short on time, aren't we? Let's move on. Right. I can't wait to reap the culprit's soul. What do we do next? You can choose whichever you want, so why not start with the one you're Oh, most confident ich with? darf jetzt wirklich mal wählen, was ich möchte. Let's see. Wo fühle ich mich am sichersten?
Was war denn Fall 1? Mach so, ja. Also wenn ich wirklich danach gehe, wie sicher ich mich bei den einzelnen Fällen fühle, von jetzt an, ja, dann ist es 1, 2, 3. Sonst wäre es gewesen 1, 4, 2, 3. Aber ich finde 1, 2, 3 irgendwie langweilig. Deswegen fangen wir mit 3 an. Einfach nur, weil ich ein bisschen insane bin. One month ago in the art gallery storage in Ginma district. Pictures and paint were scattered all around the spot where a woman was boom killed. If you think you're up Warum for it, sagt sie immer then Boom let's Kill? solve Und warum this wurde das nicht ins Deutsche übersetzt? Are you going to the third locked room? Ja, weil mir da ist. Dann habe ich alles, was mich interessiert, nämlich aus dem Weg geschafft direkt. Dann können wir uns langsam zum langweiligeren Part vorarbeiten, okay? Ich finde, das klingt vernünftig. Auf jeden Fall. Weil 1 ist ja wirklich der leichteste überhaupt. Behaupte ich jetzt erstmal, außer ich übersehe irgendwas. Did we get stuck inside a locked room again? This was the corpse that was discovered by that worshipper and the art gallery employee. At the time of discovery, the door was locked and the key was nailed to a doll inside the... Aside from the door, the only other entrance is the window. But it opens just enough to fit a finger in. Auf zu lügen, da passt eine ganze Hand durch. Aber ja, ein Kind passt da nicht durch, ist richtig. So, von wo seid ihr geflohen? Ich gehe, also, es wird die Tür sein. Außer es gibt vielleicht einen geheimen Ausgang noch, den ich übersehen habe. Zum Beispiel, guck mal, das Dach ist ja offen. Das ist der Fluchtweg gewesen, offensichtlich. Aber nee, ich gehe davon aus, dass der Mörder einfach hier geflohen ist. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat sich der Mörder auch irgendwo in diesem Raum versteckt, doch. Und ist hinterher geflohen. Wie gesagt, vielleicht gab es Komplizen. Es gibt einige Möglichkeiten, der Farbeimer probiert mich halt auf jeden Fall. Aber ja, es war die Tür. Es war die Tür. Definitiv. I think the culprit could have only escaped from here, but... Aber ich weiß noch nicht ganz wie. Nothing's happening. Maybe you made a Was? mistake, Master. Wirklich? No, that can't be right. It's impossible for anyone to squeeze through that window. They could have only gotten out through the door. I'm sure the culprit had the key and locked the door from the outside after committing the crime. The culprit just used a copy of the key? Would that really be considered a locked room mystery? Well, there are only 2 keys to the storage space, and the design makes them impossible to duplicate. I learned that thanks to you, Halara. One of the keys is always carried by that one employee. It was used when the body was first discovered, right? Ist der Mitarbeiter doch der Mörder? Und war der ein And the other Komplize? key was nailed through a Behaupte ich einfach mal doll nicht. onto a painting. So, it is a locked room mystery! Right? Right? Oh, that's totally it. I see. I suppose you could call it that. Hey, Yuma, can you go check outside of that window? Das hast du schon mal gesagt. Oh, just like before. Ja, genau. Before? Yeah, you made me do the same thing in the real world when we were investigating this place. I see. Then the answer has already been confirmed. Very well. This locked room is solved. Was meinst du? Huh? Wait, did you already solve this mystery? Warum ist das der einzige relevante Hinweis, dass da nur ein Finger durchpasst? You haven't? How about you go and check outside the window? Then even you will see. Nein, offensichtlich ja nicht. It unlocked. Looks like you can go outside. All right, let's go see. Ich verstehe gar nicht, worauf Lara hinaus will. Ja, Teleport. Hey, didn't you already check this in the real world? Why do it again? Halara told me to check it twice. There must be an important clue outside that window. Hey, maybe the culprit threw the key in Das through funktioniert the halt window. nicht. Well, how about that theory? Ist dumm. Hör auf, du bringst den Boden zum Einschützen, so dumm ist deine Theorie. Oh, bekomme ich jetzt aber den Schlüssel, damit ich das versuchen soll? Wie bekommst du diesen Schlüssel von The storage key? hier da rein? Which means...
Was ist wegen des Täters mit dem Schlüssel passiert? I was right. Just toss it in there, Master. The culprit threw the key inside? Hä? Is that really the right answer? Did the culprit throw the key nein. in from the window? Nein. Außer... Nein, das ergibt keinen Sinn. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht damit, dass der Anbieter ein Komplize ist und dann darauf gesteckt hat. Das war ja schon eine Theorie, die ich mal geäußert hatte, dass er das gemacht hat. Vor allem, ja, weil, wenn er... Nein, nein, ist es nicht. Das ist Blödsinn. Warum dauert das so lange? Ist das doch richtig? It's crumbling away. You're gonna Es ist falsch. Hör auf mich anzulügen. That's the right answer? How? Didn't the culprit throw the key in there? That's why the key was found inside, right? No, the crime scene wouldn't end up like that if we threw it in. The key was nailed to a painting. That's not possible if you just throw it into the room. Oh, right. Ich bin ganz schön dumm. But if the culprit didn't throw it in there, how is the key left in the room? If you can't nail the key after throwing it... Da muss man ihn festnageln, bevor man ihn wirft. You're back. Oder man wirft ihn einfach gar The nicht. key vanished. The key is in my hand. Master, you got the doll and nail! I see. So you're supposed to recreate the locked room in the same way the culprit did. Ja, ich mach's einfach Try per it Hand. out. Doing so will create a new path. Yeah, I'm gonna solve this. Good luck, Master! Was mag passiert sein? Verschlzimmer erschaffen. Das wollte ich schon immer mal tun. Think like the culprit, Master. Oh, sick. Denk darüber nach, wie der Täter den verschlossenen Raum erstellt hat und befolge die gleichen Schritte, um den Raum zu rekonstruieren. That place is suspicious. Ich muss die Gegenstände in der Reihenfolge der Ereignisse untersuchen. Okay. You have to recreate the culprit's locked room mystery. First, do something about that doll. Zuerst etwas mit der Puppe. Ja, das Gemälde, ne? Ist das das Einzige, was ich untersuchen kann? Nein, ich kann da hinten noch irgendwie die Leiter untersuchen. Die Wand. Und die Skulptur. Ja, ich nehme das Gemälde, ne? Alright, first, take the painting. Nagel den Schlüssel an das Gemälde. Nein. An der Wand neben dem Fenster. Ein Moment. Könnte das Sinn ergeben? Ich meine, das ist die offensichtliche Antwort halt. Ich finde das aber gut. Wait, it's too early for that step. The Okay. key will be nailed to the painting at the end. But you must nail something else on before that. Ist richtig. Ist in Ordnung. Ich habe genug Leben. Noch lange. The culprit nailed the doll onto the painting. Next, both were stood up at a certain location. Ach so, okay. Stimmt, da waren zwei Nägel in der Puppe, oder? Ja, das war der andere Nagel. Das war, nicht der Nagel, den ich gehofft hatte. Also, wo das The Bild hier painting aufgestellt was ist. stood up facing the window. Now the part with the pierced doll is right next to the window. Holy fuck. Holy fuck. Ja, das ist so obvious. Ja, klar. After that, Dann wurde von außen... Ja, kann ich das mal auswählen, oder ist das richtig? Hey, there's more. Okay, ja, ich mache noch was anderes. Aber ich dachte jetzt halt von außen, okay, vielleicht ist noch was passiert vorher. Die Frage ist dann halt, was genau? Stahlleiter, Shinigami wird es nicht sein. Ist dann der Mörder rausgegangen? then the culprit went outside. Ja. The door was locked, and they went to the other side of the storage room. Das heißt, die ganzen anderen Bilder drumherum waren komplett Deko wieder. Hatten gar nichts mit dem Fall zu tun. Wow. Ja, nee, okay, da wäre ich niemals drauf gekommen. Das ist tatsächlich ein ziemlich cleverer, ja, eine ziemlich clevere Lösung.
I can see the painting and doll through the window, but I can barely fit my hand through the gap. The doll's got a nail in it, but the problem is that key in your hand, Master. Yeah, the culprit took the key and then... Ja. Mit der Puppe an das Gemälde genagelt, an einen Nagel gehängt, der in der Puppe steckte. Nein. Steckt ja noch kein Nagel dran. Also ja. Mit der Puppe an das Gemälde The genagelt. culprit nailed the Ja. key to the painting, along with the doll from outside the window. Also das Ding ist, wenn da nur dein Finger gerade so durchpasst, ist das immer noch ein bisschen, passt nicht. Deswegen ist das natürlich Blödsinn. Deine ganze Hand passt da durch. Hör auf zu lügen, Yuma. Aber ja. Finally. Und dann das Gemälde in Richtung Raum umgeworfen. I pushed the painting into the room. Wow. Nee, das ist cool. Das ist eine coole Erklärung. It completes the locked room mystery. Auch wenn ich This dann is immer how nicht the verstehe, culprit wofür der did it. Farbeimer da ist. Der könnte komplett irrelevant gewesen sein. Könnte. Vielleicht war es nur ein Red Herring für mich. Wurde eigentlich auch gesagt am Anfang, aber es wurde halt mehrmals erwähnt. Der Eimer kann doch nicht komplett irrelevant sein, oder? War das echt alles? It took some time, but you've reached the truth behind this locked room. Throwing the key through the window would be obvious. So to mislead us into thinking that was impossible, the key was nailed to a painting which was then pushed over. It's one thing for an amateur, but a detective wouldn't be tricked by this. Seriously, only amateurs would get fooled by... Wait, you mean me? Nein, mich auch. Ich hab's auch nicht verstanden. Da wäre ich echt nicht drauf gekommen von selbst. Glaube ich zumindest nicht. Also, ja, den einen Mord muss ich auf jeden Fall loben. Die anderen sind ziemlich simpel. Vom Howdunit her. Who's gonna open Also, this sage ich one? jetzt noch, vielleicht beim zweiten bin ich noch unsicher, werden wir dann sehen, wenn wir gleich da sind. Open it How would you decide that? like this. I'm the meanest. Ja, das ist wohl wahr. Let's check out this treasure. Huh? What's wrong? It's empty. Kein Schlüssel? Huh? Why? Oder war es die falsche Lösung? Ist das so ein Danganronpa V3 Fall 1 Ding, This dass wir must die... mean solving the third locked room mystery doesn't necessarily bring us any closer to the ultimate truth. Okay, ja, das ist wahr. Das ist wahr. Also, wenn das halt die richtige Auflösung ist, ist es wahr. Weil den einzigen Hinweis, den ich ja gefunden habe, der hätte was mit dem Farbeimer zu tun gehabt. Terrible. I suddenly feel so tired. We can't call it quits. Hätten wir uns komplett We sparen gotta können keep alles. going. Das ging halt echt überraschend flott. Dafür, dass das der komplexeste Fall meiner Meinung nach war, oder zumindest nicht komplex, so wie es jetzt gelöst wurde, war es ja ziemlich simpel. Aber ja, am schwierigsten drauf zu kommen. Dafür ging das ziemlich schnell. Deswegen, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es jetzt eine falsche Auflösung war, einfach, dass wir dann dahin nochmal zurückkommen. Das fühlt sich irgendwie falsch an, dass es so leicht zu lösen war, auch wenn es clever ist. The second locked room mystery occurred 3 months ago in that mansion. The corpse was inside the study, and the room's key was found underneath the corpse. If you think you're up for it, then let's solve this thing. Are you going to the second locked Ja, sehr gerne. Rein da. Wie gesagt, da geht es ja auch hauptsächlich für mich darum, wie genau die Schnur platziert wurde. An sich, denke ich, habe ich das Konzept verstanden hinter diesem Raum. Aber dann bin ich jetzt mal gespannt, wie genau das aufgebaut war. Ich kann mir das Spiel ruhig erklären. There are dolls nailed across the room. The victim is nailed down in the same manner. And the culprit was also missing from this room? It shares common traits with the other nailman killings. And we're trapped again. Looks like you gotta solve the mystery of this locked room or Natürlich we're total not verrückt, leaving. dass die Morde irgendwie alle Gemeinsamkeiten miteinander haben. Außer wir finden wirklich heraus, dass vielleicht einer dieser Morde gar nicht vom Nailman, The door was locked when the Getätigt wurde. corpse was found. weil, vielleicht ist der dritte Mord wirklich von einem anderen Mörder. Weil der dritte Mord ist ja der einzige, wo keine Puppen drin vorkommen, sondern nur Gemälde. Vielleicht ist das einfach
keiner der Morde vom Nailman. Vielleicht hilft der uns auch nicht weiter bei den Nailman-Morden, weil der gar nicht zu den Nailman-Morden gehört. Vielleicht war es also doch der Anbeter. Aber nur dieser eine Fall war vom Anbeter. Und die anderen waren ja vom Priester halt, weil das der echte Nailman ist. And the only key was underneath the body. Oh shit. Oh shit. There Vielleicht bin ich are was auf no der windows Spur. that could have been used to escape, Vielleicht auch nicht. and the vault is too small to fit through. So how Ja did doch, the doch, das würde culprit dann erklären. escape Dann from würde das here? halt den Farbeimer erklären. Dann wäre der Farbeimer doch wirklich nur da, um zu zeigen, dass der Anbeter der Mörder von diesem Fall ist, weil er als erstes im Raum war und die Leiche gesehen hat, bevor der Eimer fertig umgekippt war. Und dann kam der Mitarbeiter rein und dann wurde die Aufnahme gespeichert vom ersten Zeugen, der am Tatort angekommen ist. Weil der Anbeter diesen einen Mord begangen hat, aber die anderen 3 nicht. Das wäre cool. So, jetzt haben wir das erste Mal eine Behauptung. So, von wo ist der Täter geflohen? Ja, durch die Tür wieder mal. Ganz, ganz außergewöhnlich. This has to be the spot. To leave the room, the culprit had to have taken this door to the hallway. Huh? There's nothing special about that. But there's no other possibility. There isn't another entrance or exit. But the door itself was locked and the key was found under the corpse, right? After locking it from outside in the hallway, how did the culprit enter the room and put the key under the corpse? Try it. Everything must be verified. Sure. Wie kann das bloß geschehen After committing the sein? crime, the culprit went out to the hallway with the key in hand. They then locked the door. Assuming that's the only way to create this locked room, the problem is... What are you going to do with that key in your hand, Master? Don't tell me you still have no idea. Hold on, let me think this over. Okay, was es tatsächlich gerade ein bisschen komplizierter macht, ist, dass der Schlüssel nicht so aussieht, wie ich dachte, dass der Schlüssel aussieht. Also es ist halt kein Schlüssel, wo man einfach eine Schnur durchstecken kann. Da ist gar kein Loch drin. Huh? Looks like we're locked out. Ich meine, gut, kann halt einfach drum geknotet worden sein. Und die Schnur könnte am Ende verbrannt worden sein, sodass es keinen großen Unterschied macht, aber ich weiß ja nicht. What do I do? Wurde gerade die Karte auf dem Boden hier platziert, Calm also down. die Laura You gezeichnet just hat. need to solve the mystery. Doing that, you can do Ja. it. Can't you? Bestimmt. Yes, I'll... Ich versuche es. We have to put the key back in the locked room, right? In that case... Was ist wegen des Täters, was ist passiert? Reingeworfen. Right. The key could be slid through the gap in the vent cover above the door. And if they managed to throw the key right under the corpse from Ja, here... das ist wohl nicht passiert. Aber ist nicht falsch? It stopped. But nothing happened. The door is still closed. If it was wrong, a trap would have activated. So we're on the right track about the key being thrown in. But there's more to it than that. If you simply threw it in, it'd be impossible to position it under the corpse. I see. So this is the vital clue for this locked room. I'm beginning to understand what happened here. Ich auch. Oh, Laura, Ich habe sogar vor einer ganzen Weile have you schon already solved the verstanden. trick to this locked room? You haven't? Hey, quit Diesmal playing wirklich eine gute hard Frage. to get and tell us. Or just me. You can whisper it in my... If you want information from me, you'll have to pay a fitting price in Xi'an. Deutlich mehr als 5 Millionen. Of course, I don't work for cheap. You really are a devil. Trying to take money from a death god, huh? The key was definitely tossed inside. But that doesn't explain how it got under the corpse. So, how did the culprit pull off that trick after tossing the key in? Maybe the corpse was moved? That would explain how it was on top of the key. Hätte halt nicht passieren können, nachdem die Tür verschlossen wurde. How do you move a body from outside a locked room? Oder, oh, vielleicht wurde der Schlüssel doch nur reingeworfen. Und es war wirklich nur eine Schnur, die die Leiche hochgehalten hat. Vielleicht habe ich viel zu kompliziert gedacht. Der Schlüssel wurde einfach unter die Leiche geworfen und dann gab es eine Schnur,
die ja an der Leiche festgebunden wurde und die wurde dann von außen verbrannt. Aw, the way's completely blocked. Oder halt nicht angezündet, sondern irgendwie anders, ne, beseitigt, aber But the verbrannt only würde gut things funktionieren, here that denke can ich. block our progress are mysteries, right? That's true. So, we just need to solve the mystery. Ist es noch ein neues Minispiel oder was sind diese Blöcke? Give me a heads up first. It says, how was the corpse moved? I've been trying to figure it out for a while, but... Evidence was left at the scene. Huh? If you look at the evidence, you'll understand what tool the culprit used to pull this off. Eine Schnur. Tool? That's all the advice I'll provide. You must figure out the rest yourself if you wish to be a true detective. Got it. Got it? You just want the mystery solved for you, huh? I can tell, because I'm your mentor. So, I'll help you out. Are you ready? You better be. Huh? Ready for what? Lay it all out, Master! Oh nein. Not again. Aber zumindest weiß ich, denke ich, direkt, was das Wort ist. Das Wort ist Schnur. Wahrscheinlich. Solange sie noch nicht nochmal sowas wie List hier reinpacken, ist das für mich, glaube ich, ganz okay. Ist halt immer noch unnötig. Es ist dumme, unnötige Zeitverschwendung, dass wir diese aufwendige Animation dafür bekommen, damit ich dann hinterher das Schnur hinschreiben kann. Oder sowas in die Richtung. Aber das ist ja nur so meine Ansicht der Dinge. As a team! Es wird Schnur sein, oder? Oder was ist es sonst? Vielleicht ist es nicht Schnur. Vielleicht ist es nicht Schnur. Dann nehmen wir halt einen Lösungsschlüssel hier. Die Puppe ist auf jeden Fall relevant. Was für Spuren befanden sich am Rand der Augenhöhle der Puppe? Es muss Schnur sein. Oder es ist Seil. Wir haben auch kein S, oder? Haben wir ein S? Ich habe einfach kein S. Ja, was doch? Twirling, twirling. Es ist Schnur. Achso, da unten ist ja, ein Satz, den habe ich ganz vergessen. Der Täter benutzte einen, um den Körper zu bewegen. Ein was? Einen was indeed. Ja, wir können ein bisschen rumprobieren, meinetwegen, ne? Wie wär's mit K? Ist falsch. Dann NT wird's auch nicht sein. D. Ach ja, das verbraucht Zeit, ha? I forgot. Ich weiß es nicht. Ich weiß genau, was... Außer, ich liege falsch. Vielleicht habe ich einfach keine Ahnung. Aber... Ich habe keine Ahnung, was das Wort ist. Ja, Labyrinth bitte von vorne starten. Ich habe das... Einfach Labyrinth von vorne starten. Ich habe keine Chance mehr, das zu lösen. Es ist unmöglich. Wie soll ich diesen Fall nur jemals lösen? Oh mein Gott! Are you fucking kidding me? Ich hasse Videospiele. Es ist einfach fucking insanes Game Design. Du hast eine Frage falsch beantwortet. Warum guckst du dir nicht einfach die letzten paar Minuten an Cutscenes nochmal an? Also, oder zumindest im Schnelldurchgang. Ja, ich weiß immer noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Try to solve it, lickety-split! Ist aber verschwunden. Ist einfach verschwunden. Na gut. K ist es nicht. Der benutzte einen, weil ich dachte irgendwie Knoten. Aber ist es wirklich nicht das? Es ist wirklich nicht K. Was ist denn einen dann sonst noch? Top, tick-tock. Ein Faden. Es ist ein Faden. Es ist ein fucking Faden, I guess. Ja, oh mein Gott. Ja. Go, go, go! Ah. Nice! That's right! Great! Na gut, ist meine eigene Schuld, weil ich mich so auf Schnur festgefahren habe, aber... Ich weiß nicht. Faden ist so ein Wort. Das verwende ich nicht so oft. Ich meine, Schnur ist auch kein Wort, was ich oft verwende, aber öfter als Faden, I guess. Aber ja, kann man drauf kommen. Worauf man nicht kommen kann, ist, dass es eine sinnvolle Bestrafung dafür ist, eine Frage falsch zu beantworten, dass man sich die letzten paar Minuten an Cutscenes nochmal angucken muss. Das ist einfach nur insane. Weil, wofür? That's right.
There was evidence of a thin string being used at the scene of the crime. A sturdy and thin string like a fishing line must have been used to move the body. You really think a tiny string could move a whole corpse? Ja, war ein ziemlich starker Faden halt. There he is again! That rude and gloomy guy! That deduction is wrong. You're wrong. What could be wrong about it? Master sounded really confident just now. Listen. The nails in that corpse's leg pierced through his Ja, body, oh. which means the corpse was Wie soll das nur passiert sein? Insane. Vielleicht, weil der Dude einfach saß. Ich weiß ja nicht, was ich noch sagen soll, ne? Das ist halt... Es ist so schade, dass man sich entschieden hat, dass es hier ein Videospiel sein muss, ne? Und dass man Sachen machen muss zwischendurch. Das ist so schade einfach. Gross! We gotta hurry and get through that door. unusual circumstances. It doesn't matter. As long as the corpse was pinned to the floor, it couldn't be moved. Sie musste ja auch nicht bewegt werden, Mann. Can't change the truth. Was könnte getan worden sein? Was könnte getan worden sein? In welcher Position befand sich die Leiche, bevor sie bewegt wurde? Sie hat gesessen. Stand auf dem Kopf. Oberkörper aufgerichtet, okay. Ja. Hätte ich auch schon vor 10 Minuten sagen können. That's right. The corpse was sitting up at first. That's why only the wounds in the upper half of the body. Es ist verrückt, oder? Was wurde verwendet, um die Leiche aufrechtzusetzen? Eine dünne Schnur. Was? War es richtig jetzt oder nicht? Ja doch. The string I mentioned before was thin but sturdy. It was all Ja, over einfach the eine sehr room, robuste holding the body's robuste upper Schnur. half in place. That's the reason only the corpse's neck had marks on it. So, wie wurde der Faden, ja, entfernt, ist jetzt die Frage. Warum lag die Leiche zum Zeitpunkt der Entdeckung auf dem Rücken? Weil der Faden entfernt wurde. Die Schnur wurde durchgeschnitten. Ja, das wird wohl die Lösung einfach sein. Was habe ich... Was falsch? Die Schnur wurde eingeholt. Ja, achso, ja, das ist doch... Das ist doch dasselbe. Also die wurde ja vorher offensichtlich da festgeknotet. Okay, dann wurde halt der Knoten gelöst. Sie wurde nicht durchgeschnitten. Und wie? Wurde dafür die Schnur nicht durchgetrennt? Nein, sie wurde einfach nur entknotet. Na gut, okay. I don't really care. I don't really care that much. It appears this locked room mystery will finally be solved. Huh? When did that happen? Maybe you're supposed to recreate the locked room in the same... Ja, das Thema hatten wir schon mal. Wir machen das, ja? Ich schnüre ein bisschen die Schnur fest. Ja, als nächstes wurde es wieder hier zum Lüftungsschacht gebracht. Now, to return the line to the vent. This kept the corpse's upper torso in place. Ja doch, das sehe ich. The Okay, room das has funktioniert been ganz gut. completely prepared. Tatsächlich simpler, als ich gedacht hätte. Aber ich habe halt noch damit gerechnet, dass irgendwie der Schlüssel an der Schnur bewegt wurde. Was halt nicht nötig war. Es ist halt schon ein bisschen insane, muss man, wenn man drüber nachdenkt, weil der Schlüssel ziemlich gut geworfen werden musste, um perfekt unter der Leiche zu landen. Also es hätte leicht schief gehen können. Wobei, okay, man hat unendlich viele Versuche, I guess. Nein, hat man nicht. Wenn der Schlüssel einmal falsch landet, kommt man nicht mehr rein. Okay, nevermind. Ja, man muss ziemlich gut werfen können. Bitte sagt mir nicht, dass das die Begründung dafür ist, warum es nicht die Nonne gewesen sein kann. Weil ihre Hand gebrochen ist oder so. Warte, was jetzt? Achso, ja, die Tür, okay. Sure. Als hätte sie alles andere mit einer Hand machen können. Zum Beispiel die Leiter runterklettern können. Aber vielleicht hätte sie es geschafft. Nee, hätte sie nicht, weil sie ja nebenbei noch durchschneiden muss, die Leiter beim Klettern. Also, kaufe ich ihr nicht ab. So, von wo wird der Schlüssel reingeworfen? Ja, wo wohl? The key was thrown through the gap in the vent. Aber ich glaube, das ist der Hinweis, den wir aus diesem Mord hier mitnehmen sollen.
dass die Nonne das nicht gewesen sein The kann, culprit managed to drop the key next to the corpse. weil sie konnten nicht gut werfen. Alle anderen Only sind thing left was to Werfprofis. untie the line. Ich hätte das auch Then- gekonnt natürlich. Ich hätte den definitiv mit einer Chance perfekt unter die Leiche geworfen. The corpse, which was supported only by the line, would fall face up on top of the key. That's how the culprit created the locked room. Hooray! You did it! That's my master! Ja, aber trotzdem, der Mord und der dritte sind ziemlich cool. Also, der ist ganz okay, der dritte ist ziemlich cool. Ja, 1 und 4 sind einfach, ja. Wow. Verrückt, dass das jemand geschafft hat, sich sowas Cooles auszudenken, ha? Danke, Kodaka. The bloodstains were strange. The length of the nails driven into the upper and lower body. Ja, aber ich denke echt, were dass different. der Punkt, jetzt mittlerweile denke ich echt, dass der Punkt davon, dass wir 4 Morde haben, ist, dass wir merken sollen, dass der eine Mord nicht dazu gehört. But the nails Weil on vorher the habe ich mir lower so half gedacht, went all the way through and der Fall into wäre vielleicht the besser floor. gewesen, wenn sie sich auf einen coolen Locked Room Mörder konzentriert hätten, statt 4 mittelmäßige, ja, irgendwie reinzuwerfen und da jeweils nur so ein paar Minuten mit zu verbringen gefühlt. Sure was tricky, but you Aber ja, ich denke, der Fall als Ganzes soll eher darum gehen, dass mir auffällt, dass einer nicht dazugehört und dass der von jemand anderem vielleicht begangen wurde. Ich glaube, das ist an der Theorie halte ich jetzt fest. Looks like we finally made it to the treasure chest. Speaking of, don't you think that whoever worked the hardest should get to open it? Also ich. Witches. Blödsinnig. So. This Ach so, is probably another clue leading Ich habe to nicht the gelesen, was es culprit. stand. Also irgendwas mit der Angelschnur. Not sure how we use it. Still, it must be used for something. Kann ich jetzt gerade öffnen? Kann ich. Hätte ich mir nämlich gerade angucken sollen. So, schnell ganz nach unten. Eine Angelschnur wurde beim Rätsel mit verschlossenem Zimmer, das klingt so blöd, des Arbeitszimmers im Herrenhaus verwendet. Die Angelschnur wurde an einen Schlitz des Lüftungsschachts gebunden, durch die Augenhöhle einer Puppe, ja, das weiß ich. Da sich der Schlüssel auf dem Rücken der Leiche befand, wäre jemand ohne volle Einsatzfähigkeit beide Arme nicht... Oh mein Gott, das ist wirklich nur das Alibi für die Nonne? Das ist so ein dummer Blödsinn. Aber alright. Hold on to it for now. Das ist so ein dummer Blödsinn. Aber okay. Soll mir recht sein. Let's solve the rest. Right. Als hätte ich sie nicht sonst schon ausgeschlossen. Also davon ausgehend, dass ich ihr vertrauen kann, dass ihr Arm wirklich kaputt ist. Was halt so mein eigentliches Gegenargument wäre, dafür, dass sie vielleicht doch die Täterin gewesen sein könnte. Vor allem, das war vor 3 Monaten. Der Mord war doch vor 3 Monaten im Herrenhaus. Wer sagt denn, dass ihr Arm vor 3 Monaten schon gebrochen... Ihr Arm ist seit 3 Monaten gebrochen, weil sie Bass gespielt hat? Are you fucking kidding me? Ihr Arm ist seit 3 Monaten gebrochen, weil sie Bass gespielt hat? Das ist doch ein Scherz, oder? Also wenn das jetzt der 4. Mord gewesen wäre, der jetzt letzte Nacht passiert ist, okay, sure, dann hätte ich das zählen lassen, aber vor 3 Monaten? Das ist doch Blödsinn. Ich meine, ich bin kein Experte, okay? Ich weiß nicht, wie lange Arme so gebrochen sind, aber 3 Monate? Wirklich? Oh, did we get trapped inside a locked room again? Aber okay, ich sag ja gar nichts. Das ist eine gute Ausrede, sie kann es nicht gewesen sein. Ihr Arm ist so gebrochen, sie kann nicht werfen vor 3 Monaten. Weil sie Bass gespielt hat. Cramped room with these two. Sounds kind of fun, actually. I have no intention of playing along with your fantasies. Ja, bitte. Yuma, Machen wir das Yeah, schnell. okay. Wir spielen schnell bei Ehrenfantasien mit. Für dich. Also, von wo ist der Täter geflohen? This is where I used Halal's Von hier. fleeting Also ist die Lösung presence auf for the die first time. Antwort auf diese Frage ist, er ist von hier geflohen. Aus diesem Raum. Post-cognition allowed us to see the crime scene as it was in the past. Die Frage sollte eher sein, wohin ist er geflohen oder wodurch ist er geflohen? Wobei es im Englischen From where did the culprit escape? Das funktioniert irgendwie besser. Aber auf Deutsch hört es sich komisch an. Aber ja, das ist natürlich die Lösung. Here. I know. What about the vent? you believe the culprit escaped through the vent? Ja, Yes, I'm sure of it. sehr sicher. When I saw the crime scene with your post-cognition, the screws on the 4 corners of the vent cover were removed. Which means the culprit must have escaped from there.
You're saying the culprit escaped from the vent? Master, poke him full of holes until he's a makeshift golf course. What does that mean? There's no foothold to use to reach it. Ja, danke. Oh, das ist so nötig gewesen, ne? Es ist so nötig gewesen, dass du davor direkt eine andere rote Nachricht packst, die es auch hätte sein können. Damit ich mir erstmal alle angucken muss. Es ist so dumm. Ich hasse dieses Gameplay so sehr. Und ich finde es fast nochmal schlimmer als in Danganronpa. Ich finde es auf jeden Fall nochmal schlimmer als in Danganronpa. Weil die Fragen einfach noch so viel leichter sind. In Danganronpa hatte ich ja wirklich teilweise einfach das Problem, dass ich wirklich nicht wusste, was die Antwort auf die Fragen sind. Und das wirklich sich wie ein Rätsel angefühlt hat ein bisschen. Hier ist ja wirklich, also, ist ja alles so obvious. So you're forced to fight this way every Ja, time. ziehen mich aus, Leute. I fucking agree. However, solving the mystery itself Ja, is simple. du hast es The erfasst, nails were used Halara. as footing Du hast to es erfasst. escape through the vent. Fick dich, Kodaika. Warum machst du das? Du merkst doch selbst, wie scheiße das Did you ist. find that out using my Tu nicht so, als wüsstest post-help du es nicht. Yeah. Without your help, this case would have been impossible to solve. mission? You'll never be considered a full-fledged detective until you can handle a case like this on your own. Sorry. You got lectured again. Sucks to be a rookie, huh? Anyway, let's head out. I'll use the nails on the wall as footing, just like you deduced. Right, let's hurry. Und dann sind wir schon fertig, ne? Mehr ist hier nicht. Mehr gibt's hier nicht zu erledigen. Das war tatsächlich alles ziemlich simpel. The Mystery Labyrinth. Such a bizarre place. I must ask, is there no way to escape besides solving the mysteries? You mean like an emergency exit? Unfortunately, I don't think that exists. An emergency exit, huh? Well, there is one, kinda. There is? But it doesn't solve anything. You'll just go right back to the mess you came from. Ja, das ist wahr. Besides, to use the Nein, emergency eigentlich nicht. exit, Ich würde jetzt gerne den Fall auflösen. Ich würde jetzt gerne rausgehen und den Fall auflösen, einmal bitte. And Ich bin fertig. that is- Ich bin jetzt wirklich mittlerweile ziemlich überzeugt davon, dass ich den Fall gelöst habe. Und ich brauche nicht noch weitere 2 Stunden oder so. Was sollen die jetzt noch machen? 2 Stunden lang. Also, using it here wouldn't help vielleicht geht's auch anyway. gar keine 2 Stunden mehr, aber So, never mind. Just concentrate on solving. es geht zumindest noch eine Weile. Davon gehe ich zumindest fest aus. Ja. Und ich weiß nicht, was sie noch machen wollen. Also ich weiß, wo sie noch grob hinwollen, aber There it is! Another treasure! So, Ja. who's gonna open the treasure chest this time? How about, whoever looks like they'd win a character popularity poll? okay, das würdest du sicherlich gewinnen, ja. Da stimme ich dir mal zu. That's me! Alright, another solution key! Ja, es müsste jemand Schlankes gewesen sein. Das wussten wir Looks schon. like another clue leading us toward the culprit. Someone pen. Considering the culprit used those Ja, nails also as wir haben das ja footing, wirklich quasi schon you have gelöst, to ne? be nimble. Wir haben es von den 3 Schlüsseln ausgehend, haben wir gelöst, wer der Mörder sein muss. Given the size of the vent, Das heißt, das only Einzige, was jetzt im someone Rest thin des could fit Mystery through. Labyrinths noch aufgelöst werden muss, ist einfach die Tatsache, dass So the der dritte Mord culprit wohl offensichtlich must von be jemand thin. anderem begangen wurde. Von einer Wondering Copycat. Keep it up, Master. This is all thanks to my training. Zum Beispiel dem größten Nailman-Killer-Fan aller Zeiten. That's it for all the locked rooms. We make a pretty good team. Don't you think Was so? auch dazu passt, dass der dritte Mord außerhalb des Standardrhythmuses begangen wurde. Also der erste Mord war ja vor 6 Monaten, der zweite vor 3 Monaten und der vierte jetzt gerade. Das heißt, sie hatten jeweils 3 Monate Abstand zueinander, aber der dritte Mord war vor einem Monat einfach random. Das würde auch nochmal dazu passen, ne? Well, what do we do from here? Ja, wird jetzt wohl irgendwie weitergehen, ne? Ja, danke. Neue I Tür. see. The way forward is clear. Now let's go. Right. Again, I gotta ask. Who's supposed to be the Ich. protagonist? Wenn nicht, darf Halara auch gerne mein Schwert nehmen und den Rest für mich übernehmen. Und wir sehen uns hinterher wieder.
fände ich sehr angenehm, wenn das eine Möglichkeit wäre. This place is creepy. Don't be afraid to roll the dice. You must keep pursuing the truth. Emotions must be discarded to reach a perfect solution through a perfect deduction. Isn't that right? Yes. Cool. Ich meine, immerhin lassen sie sich ästhetisch einiges einfallen. Das finde ich ganz nett. Das hätte ich nie erwartet, dass wir noch so viele andere Orte zu Gesicht bekommen. Einfach visuell. Ne, das gefällt mir ganz gut. Dann gehe ich auch davon aus, dass wir in den nächsten Mystery Labyrinth noch ein bisschen mehr Abwechslung bekommen. Aber, ja, Is this some dungeon? ansonsten. What is the meaning of this? Let me out of here! Let me out! I'll kill your ass in the name of God! I have nothing to do with the case. I'm not the culprit! Let me go! Wow, they're all here. So now we must pick out the true culprit of this case. Ja, dürfen wir. Können wir jetzt aber aufhören? Also wenn das Mystery Labyrinth jetzt aufhört, dann habe ich mich umsonst beschwert die ganze Zeit, okay? Yuma, Nur, you solved all the locked room ich glaube mysteries wirklich before nicht. you made it here. You should have all the clues and evidence you need to accuse the culprit. To be honest, when I first met you, I thought you were rather pitiful. You sure are honest. But my opinion of you has improved. These mysteries have brought you closer to becoming a true detective. Now tie up all the loose ends and prove that I am not mistaken about you. With your logic, anything is possible. Mit meiner Logik. I'll try. Woo, somebody's guilty. Wer ist der Täter? Finde es heraus und bringe den dramatischen Fingerzeig zum Einsatz. Den dramatischen Fingerzeig? Ace Attorney? Wer ist der Nailman? Das ist gut, dass das die Frage ist, denn sonst wäre es ein bisschen, Nailman? ja, unklar, wer gemeint I ist. be the nailman. Gute Frage. Nee, der I'm Priester. not the Danke. culprit. The culprit is you, Father. What? Papa, du bist der Mörder. Absolutely. Ridiculous thing to s- Him again? Why won't he just give up? You're saying the priest, a man of the cloth, is the culprit? That's impossible. How dare you spew such nonsense? Right. Do not make baseless accusations. The culprit has to be someone else. Yuma, can I leave this to you? It's not a baseless accusation. You're the only one who could possibly be the culprit. Master, you're acting like a real detective. Go on and boom kill him. Das ist, ja, ein Design. Ich finde, also das sind Designs, sind gut. Schöne Schulterpolster. Die gefallen mir besonders gut. Oder was auch immer genau das darstellen soll. Da wo auch die Puppen nochmal dran genagelt wurden direkt. Fast so, als wärst du der echte Nailman. Die Wahrheit versteckt sich bereits in deinem Design. Warte, was ist das andere? Achso, ja, nee. Also ja, beides, ne? Ach, verdammt, ich kann es im Voraus nicht wissen. Das heißt, ich muss gleich mittendrin... Ja, lass mich hier raus. Was ist denn hier los? So, ja, ich muss bestätigen. Ich hasse das. Das ist ziemlich dumm. Ich bin ein Geistlicher. Ja, eben. Also bist du eine Person mit einem Schlüssel zur Verfolgungsanlage. It's total blasphemy. Eine Blasphemie. That's it. The first one to discover the body. The mailman is the worshipper. Achso, ja, warte. Nein, fuck. Ah, ich hasse die Steuer. Nein, was machst du denn nur? Ich hasse es. Warum gibt es so viele Tasten in diesem Spiel? Warum gibt es so viele Tasten? Yeah. Ah. So. This is the
Das kann gar nicht sein. Der kann doch gar nicht zur Verbrennungsanlage, weil der ist gar kein Geistlicher, kein echter. Der tut nur so. The rope ladder used in the clock tower's locked room was found in the incinerator, which only clergy can access. The worshipper may be a regular churchgoer, but he's no clergy member. So he's no longer a suspect. Shut up! Shut up! Ridiculous! So, verbrannte Seilüberreste. Schlanke Person. Member of the church is the culprit? Ja, ich denke mal, das wird die schlanke Person sein. Even so, I am not the culprit. There are others working for the church. Yes, there's the servant. The servant must be the nailman. The servant was able to commit the crimes. Nö, ist Blödsinn, der ist nämlich gar nicht dünn. Climbing up to the underground casino's window with only nails for foot. Judging by the size of the window, there's no way someone of his Ich size habe keine could Lust mehr, have das zu committed the kommentieren. crime. Ich will schlafen. No, no! Absolute lies! Nicht öffentliche Informationen. The nut Also was sind die anderen? Angelschnur, verschlossen. Ja, okay. It's this one, obviously. Das sind halt die drei. Ja, das sind halt die drei Lösungsschlüssel, die wir gerade bekommen haben. Also eigentlich hätte es mir klar sein können, dass es die drei sein müssen. absolutely able to commit the crimes. Nö. This is the truth. Das ging schnell immerhin. Vielen Dank. Oder was? Warum habe ich Halara eigentlich da auf ZR? Was macht denn Halara? In the mansion study's locked room, the culprit tossed the key behind the corpse with perfect aim. With her dominant hand injured, Das kann nicht sein, weil sie ist gar nicht der ultimative Baseballspieler. she's not the culprit. Leon? Isn't that right? Ich glaube, das ist der eigentliche Grund, nämlich. Aber gut, nein. Ihre Hand ist kaputt. Aha. Die anderen können alle gut werfen. Not the churchgoer, the servant, Ich bin mir or the sicher, der nun. Diener kann gut werfen. There's Der hatte only getroffen. one option left. Father, it's you. You are the nail man. Hey! Say something quick! Otherwise, they'll pin me as the culprit. Haha, festnageln. Well, Ah! You're useless. Useless? I am a priest in service to God. I am not the nail man. Das ist nicht my final form. Ich denke, dass ich nur so. What god would make you this ugly? All your proof is nothing but fantasy. You don't have a single piece of hard evidence. Hard evidence? But Master, you do! It's easy. Based on the facts, the priest must be the culprit. The decisive evidence that proves it is... Ja, gute Frage. Welcher ist es denn? I don't know. What do I do? What do I do? What? A detective must always prioritize solving a case. Ich bin doch dabei. Listen, a detective isn't an arbiter of justice. Unraveling a case is top priority, even with questionable methods. What do you mean? In short, you must get them to confess. Use everything in your arsenal. Oh nein, ich darf wieder lügen. Bluffing. Ist es wieder Dank vor 3? Use everything? Don't hesitate to use anything that might give you an advantage. Emotions must be discarded to reach a perfect solution through a perfect... Ja, das Thema hatten wir schon mal, aber was heißt das, was ich tun soll? In other words, I should just claim I have solid evidence. Ja, das kann ich machen. Das ist kein Problem, das ist nicht so schwer. Bluff. Ist es halt eigentlich wahr. Eigentlich haben wir wirklich keinen festen... Wobei doch, es gibt keine anderen Leute. Es gibt keine anderen Leute, die wohl zur Kirche gehören scheinbar. Das sind nur diese 3 da und der Mörder muss ja die Verwaltungsanlage benutzt haben. Außer es ist einfach zufällig ein anderes Seil da gewesen, was auch so funktioniert hat, wie das, was bei der Tat benutzt wurde. Vielleicht war sowas in die Schlüssel. Bericht zum Uhrturm-Mordfall.
Ja, wir könnten behaupten, dass das da irgendwo drin stand. Da gibt es Nägel im Gemälde, die kannst nur du geschlagen haben. Aha, aha. Die verdächtigen Fußspuren könnten nur deine Schuhe gewesen sein. Ich weiß es nicht. Wir gucken erstmal, was er denn zu sagen hat. Und weichen ein bisschen aus. Das ist sowieso schon schwierig genug. Is nothing but a fantasy. Do you have any proof that I'm the culprit? Did you find my fingerprints? Vielleicht? Ich kann aber die Fußspuren hier verwenden, vielleicht? Did you find my blood? Nein, deine Of Fußspuren? course there's no evidence. Das war alles, oder? Because I'm not the culprit. Verdammt. That's true. Yeah, that's right. Ich muss einfach... Aber was denn? Womit und wogegen denn vor allem? Of course there's no evidence. Also einfach hier drauf, oder was? Ja, das ist doch so dumm. Ist doch so dumm. Das muss ich ja wirklich einfach erraten. You left clear evidence at the clock tower's crime scene. There were footprints left under the window in the mud. When we inspected them, we found they perfectly match your footprints. Impossible. I already burned those shoes in the incinerator. Wow. You gave yourself away. Dass es dann aber auch einfach so sagt, ne? Dass es dann einfach so zugibt. Sehr glaubwürdig. I swear, I only enacted justice in the name of God. Looks like it worked. Good job, Yuma. Thanks. Kanai Ward is rotten to the core. To save it, someone had to get their hands dirty. Those slain were the evil incarnate that harmed others. That's why the people asked the nailmen to kill them. Evil must be punished. And so, I strangled. Stimmt, das war auch noch ein wichtiger Punkt. Die dritte Leiche hatte ja eine Wunde am Kopf, ne? Also wurde wahrscheinlich gar nicht erdrosselt, All I wirklich. did was slay evil. Also er spricht immer mehr dafür. Es spricht immer mehr dafür, dass das eine Copycat war. Es ist nicht deprimierend, dass ich das schon 20 Minuten oder so nach Anfang des Mystery Labyrinths rausgerätselt habe. Someone hates somebody Dass wir bad wirklich nur diese enough paar Hinweise gewählt haben und jetzt muss ich hier sitzen und warten. Außer ich liege falsch. Vielleicht werde ich nochmal This disproven. priest went around killing those people as the nailman. The urban legend offered targets for murder. A priest is supposed to be the voice of God, but he went around killing people because someone wanted them dead. What is awesome! It's terrible. It's insane to think that he'd kill people for a reason like that. That could be said about all murders. Insane people kill for insane reasons. Anyway, you did it, Yuma. My expectations of you weren't wrong after all. Is it finally over? Huh, nothing's happening. But last time... Yeah, the soul of the true culprit who created this mystery labyrinth should appear. And since it didn't, it looks like this isn't over yet. Huh? It's not over? There are still mysteries related to the Nailman killings within this mystery labyrinth. Ja. But we solved all of the locked rooms and discovered the true identity of the Nailman. Was I wrong? But the priest even confessed to it. Calm down, Yuma. There's no need to panic. If the Nailman's identity is exposed and all mysteries are yet to be solved, then most likely someone else's agenda is involved in this string of killings. Wow. Someone else's agenda? Wer hätte das bloß erwarten können? Meaning the Nailman didn't work alone. You mean there's another culprit? But... Yuma, if you consider yourself to be a detective, you must see the truth through to the very end. No mystery concludes with a dead end.
There is nothing Oder es gibt my halt, oder es ist halt doch einfach detectives Komplize, cannot was auch so einer meiner ersten Gedanken war, aber ja, ich mag die Idee, dass er eine Copycat ist einfach lieber, weil er wirkt ja auch wie ein großer Fan. solve. We Einfach. have to review these killings from a different perspective. Und ich meine, das Opfer vielleicht auch ein bisschen aus der Reihe. Ich meine, ich weiß immer noch nicht, was mit dem Opfer am Uhrturm war. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber ich weiß, dass die ersten beiden Out of the 4 locked Morde rooms, einfach reiche Leute any of waren. them were hiding a Und ich glaube, mysterious secret. das dritte Opfer war, glaube ich, eine Frau, die mit vielen Männern geschlafen hat oder so. Oder sowas in die Richtung. Also ich finde, das fällt natürlich auch dann auch aus der Reihe. Also das könnte ein Motiv sein. It would be the room that's obviously different from the others. Ja, und der Anbieter sieht aus wie ein Incel. Different. Ist worauf ich hinaus will. Master, Der Anbieter sieht aus wie ein Adachi. my help. Isn't that right? That's what you... Huh? Oh, fine. I can't say no to you, and you're so helpless like that. Okay, Master, lay it all out. Nein, nein, nein. 4 davon? What are you doing? Warum sind die 4 Fässer? Was sollen die bedeuten? Ist okay. No, that has nothing to do with the matter at hand. Was war denn jetzt die Frage? Ja, also der dritte Mord, wenn das der Punkt ist. Ja, okay. Okay, ich dachte schon, ich muss jetzt 4 davon lösen. So. Oh Gott, was heißt Copycat auf Deutsch? Das wird doch das Wort sein, oder? Are you ready to play the shinigami? Was im verschlossenen Raum von anderen unterscheidet, ist der Tod des Opfers. Okay, I guess. Ja, gut, dann ist es nicht das Wort, was ich dachte. So, da hinten ist T gewesen. So heißt der Buchstabe. Ich kenne mich aus so Buchstaben. That's right. That's right. Okay, das ist deutlich leichter, als ich dachte. Es waren halt auch nur 3 Buchstaben, ne? Ich behaupte, dass es nicht, ja, der einzige Unterschied war. Wie gesagt, ich habe jetzt so einige genannt, ne? Der Tod, der Zeitpunkt, also der Rhythmus, an dem die Morde stattfanden und auch das Aussehen des Raums, halt keine Puppen überall verteilt. Einiges passt da nicht so ganz. It seems to be a hidden passage. If so, then the truth should be somewhere down there. Let's go. Yeah. Gehen wir den Weg weiter entlang. Ja, doch auch hier eigentlich alles ganz schön gestaltet. Ich muss ja manchmal ein paar positive Sachen so lobend hervorheben, hier auch im Mystery Labyrinth, ne? Solange es irgendwie möglich ist. Und ich wollte noch mal sagen, ich kritisiere das alles nur so stark, wie sehr mich das stört, weil es mich wirklich traurig macht. Weil ihr ja vielleicht gemerkt habt, wie viel Spaß ich in der letzten Folge hatte. Wie viel Spaß mir eigentlich das Ermitteln dieser Mordfälle macht und das Lösen dieser Morde. Nur, dass sie nicht so komplex sind, dass ich das hier bräuchte und dass mich das wirklich fertig macht, dass es existiert überhaupt. Es ist so unnötig. Es ist nur da, damit es Gameplay in diesem Spiel gibt. Nicht, weil es relevant für die Story ist oder für die Gesamterfahrung. The marks could have been made after the victim died, so as to appear as if strangulation was the cause of death. The real cause of death is blunt force trauma. Ich versuche wirklich in dieser Folge mal was zu schneiden. Ich weiß noch nicht wie. Es wird schwierig. Ich hoffe, ich habe Lust dazu. Ich gehe nicht davon aus, aber ich möchte gerne, weil das ist doch nicht erträglich. Das ist doch alles nicht okay für euch. Das kann ich euch doch nicht antun, oder? Kann ich das? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht. So, was haben wir hier? Eine Abzweigung? Oder was ist das jetzt hier? Mit 3 möglichen Wegen. Here's another obstacle, but it's likely to be an insignificant one. Yuma, let's solve this mystery and move on. Right. Ja, bitte. Schneid mir den Hals auf. Ja, danke. Nachahmers. Das ist das Wort für Copycat. Was waren denn die anderen Möglichkeiten, ganz kurz? Die Arbeit des Priesters. Ja, nee, okay. Zufall ist auch nicht. Dann ist es die Arbeit eines Nachahmers. Nein, habe ich schon ausgewählt. Stand da extra. Nicht, dass ich es aus Versehen nochmal wähle. Und denke, dass dann was passiert, was ich noch nicht kenne. Vielen, vielen Dank. Das Skelett steht da auch sehr aufreizend, ne? Schon ein bisschen hot. I'm sorry.
So, darf ich jetzt hier schon auswählen, wer der Nachahmer ist? Faked, to imply this crime had the same perpetrator as the other 3 incidents. Oh, dann geht's ja doch vielleicht By flott. making the crime scene as similar as possible, it appeared like the mailman was responsible for an unrelated murder. Which means this was a copycat crime. I agree. Ja, ich auch, tatsächlich. So viele Möglichkeiten gibt es halt nicht. Wer ist denn das da? Wer ist das da? Ist das das Kind? Among the glaub, das string of Kind mail war's. killings, there could be some that were done by copycat criminals. That has to be why the Das heißt, der Anbieter ist einfach der Anbieter ist einfach ein besserer Nailman als der echte Nailman. Er hat den besten Locked Room geschaffen einfach. Das ist das Traurigste daran. So who is the copycat criminal? Indeed, we need to uncover this imposter's identity. All right. Wer ist der Imposter among you, huh? I know. You're Jetzt ist das accusing me Kind. of being the copycat criminal? Junge. I told you already. I have nothing to do with this. Doch, schon ein bisschen was. You are the copycat criminal. Huh? Me? What are you talking about? I told you all about the Nailman, and even cooperated with your investigation. And now you think I'm a murderer? Are you fucking kidding me? This is crazy. Your investigation isn't worth shit. I'll crush you to dust, you filth! Finde ich aber eine echt coole Idee. Das so aufzubauen, dass es deswegen die 4 Morde gab. Auch das halt etwas, was es in dieser Form in Danganronpa nämlich nicht geben konnte. Und das finde ich halt eigentlich schön, dass wir hier Morde bekommen, die es in dieser Form gar nicht in Danganronpa geben konnte. Und dass es sich deswegen nochmal stärker in Danganronpa abhebt. Abseits vom kompletten Setting und so, dass wirklich auf die Morde ganz grundlegend anders gestaltet wurden. Und hoffe, dass das dann auch weiterhin so gemacht wird. So, Frauenleiche. Achso, ja, das ist der Hinterkopf, genau. Ich denke mal, wir bleiben mal dabei. Oder warte mal, nee, es geht darum, warum du es bist, ne? Wusste er das? Hat er das erwähnt? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht das? Was nur zuerst am Tatort, ja. Kennt sich ziemlich gut aus halt. Ach so, nein. Oh Gott. War. Es gibt Seilspuren, aber ist es das? Aha. Warum solltest du das sein? Gibt's noch was anderes? Nein, dann war es... Du hattest die Informationen? Oder sind halt die nicht... Das kann es beides sein. Das kann halt beides sein. Ja, ich glaube, das ist es eher. Ja, okay, gut. Okay, nehme ich an. The cause of death in the art gallery was blunt force trauma, faked as a strangling to resemble the Nailman's MO. But the murders all being strangulations wasn't made public right away. The only ones who knew that were those who actually set foot on the crime scenes. That includes the Nailman himself, the Peacekeepers, and the first eyewitnesses on the scene. Und du warst immer einer der Augenzeugen. You could have committed the murder in the art gallery. So, leider hast du es nicht geschafft, dir irgendwelche Puppen zu besorgen, ha? Oder auch nicht. Du hast es auch nicht geschafft, das Opfer zu erdrosseln. The what?
For the first on the scene to also be the culprit is rather cliché. Das war ja nicht immer so, es war ja nur bei einem der Morde so. The real nail man was someone else. I didn't connect the dots. He was fascinated by the nail man, and by studying him, he eventually knew more about him than anyone else. Ultimately, he became the nail man. Er wurde selbst zum It's Nailman. ironic that he exposed his own crime by knowing too much about the other ones. Master, the truth is right there! My radar is banging like crazy! Banging? Warum hast du das wiederholt? Juma, möchtest du mir etwas erklären? Also, I don't get it. Aber so, ja, wir sind tatsächlich wahrscheinlich schon am Ende. Ist es schon das finale Minispiel? Looks like we've arrived. Also abseits von dem Comic, den wir wieder basteln müssen. If we make him submit, we'll completely solve the mystery lab, Master. Wow, okay. Das ging ja dann doch schneller als erwartet. Wenn das jetzt so ist. Und ich hoffe sehr darauf. Dann muss ich mich gar nicht so sehr beschweren. Es ist immer noch alles ein bisschen unnötig und Länge gezogen. Also das sowieso, alle Dialoge sind Länge gezogen, aber dann ist es nicht so sehr in Länge gezogen, wie ich ursprünglich erwartet hatte. Ich glaube, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist das hier das finale Minispiel, ne? Wo man so da lang rennt und die komischen Kugeln kommen angeflogen und das komische Holz ist da und ich muss die Tasten drücken. Ja, genau das. Ja, das ist doch annehmbar, ne? Ah ja, und genau, sie ist groß. Das habe ich ein bisschen verdrängt, muss ich zugeben. Gott Shinigami. Ich weiß die Steuerung nicht mehr. Also womit ich schlage und trete und springe oder was auch immer ich nochmal tue. Was tue ich denn nochmal? Ah, da unten steht es auch. Angriff, Sprung, Tritt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ist es Tritt? Aber das ist Sprung. Das ist Tritt? I don't know. Ist das Angriff? Ist das Angriff? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was soll ich denn tun? Was ist denn die richtige Taste? Das ist Angriff. Okay, dann ist Kugeltritt. Oh. Warum wird mir das denn nicht erklärt? Als ob ich mir das gemerkt habe, wofür Angriff und wofür Tritt da ist. Achso, ja, aber wir haben Halara. Achso, Lösungsschlüsselfenster. Ja, I guess, wir können das wohl revealen. Wir sind ja nicht in der Realität. Thanks to Halara's forte, we were able to see what each crime scene looked like at that time. My power allows me to see the moment the first Ja, ich not weiß. the culprit. Oh, das ist interessant. Ich würde halt gerne auf den Hinweis mit dem Farb einmal zurückkommen. Aber ich denke, darauf kommen wir dann gleich zurück. Darauf läuft es dann jetzt hinaus. Ja, hier das Mysteryste aller Minispieler. Ich fühle richtig, wie ich hier ein Mystery löse. Ich finde, mehr Mysteries sollten Minispiele haben, denen ich Rückkernsequenzen absolviere. Endlich kann ich mich wie ein richtiger Detektiv fühlen. You're never gonna find the culprit. What you saw is only what I saw the moment the corpse was discovered. Nö, eben nicht. Denn da war der Farbeimer schon umgekippt. Ich denke, das ist jetzt, oder? Farbe auf dem Boden, genau. Das ist wirklich ein ziemlich cooler Hinweis und ich bin froh, dass ich den verstanden habe. Halara's postcognition showed us that the paint can at the gallery storage entrance. Das hat halt ziemlich eindeutig gemacht. And according to the art gallery staff members' testimony, Da bin ich ein bisschen stolz drauf, da muss ich zugeben, da bin ich ein bisschen stolz auf, dass mir das aufgefallen ist. you went into the crime scene first, and the art gallery employee behind you noticed you knocking over the paint can. But Halara's postcognition only shows the scene when the corpse is first discovered.
So if you were the first person to find the body, the scene before the paint can fell Das over ist would ein have been ziemlich recreated. cooler Hinweis. Ich muss immer wieder loben, wenn es nötig ist. Und es ist gerade nötig. Es gibt auch gute Sachen in diesem Spiel. Nur nicht das Spiel, also das Spielen des Spiels, sondern nur das, ja, ein paar Sachen in der Konstruktion der Morde. Das ist ganz cool. Not you. The reason you didn't count as the first person to find it is because you're the culprit. This is the truth of the case. Cool. Das ging ja flott. Da hätten sie sich wesentlich mehr Zeit mit lassen können, wenn sie gewollt hätten. Schön, dass sie es nicht getan haben. Also was, jetzt basteln wir noch einen Comic oder so? Master, finish him! Shove all your evidence into the Ja, solution okay. blade. Wir basteln einen Comic. Ich bastel einen Comic. Das tue ich euch nicht an. Das tue ich euch wirklich nicht an. Also wenn es eine Sache gibt, die ich gut rausschneiden kann, dann die hier. Dann einfach nur die hier. The priest! You're the nailman! Wow! Wirklich? Wie kommt ihr darauf? Das haben wir nicht schon vor einer Stunde oder so gelöst, gefühlt. Aber okay. Wisst ihr, wie sehr ich gerade leide? Man kann das wirklich überspringen, man kann auch nicht vorspulen, man kann gar nichts. Ich muss mir das wirklich angucken. Ich muss mir das wirklich in voller Länge nochmal angucken. Die ganze Erklärung von allen Morden muss ich mir jetzt nochmal angucken. Für die letzten 10 Minuten oder so. The person capable of replicating the nailman's crimes is The worshipper! You're the copycat criminal! Du bist der Trittbrett... Was, der Trittbettfahrer? Er ist der Trittbettfahrer. So nenne ich meine Copycat-Killer auch immer. Trittbettfahrer. Ja gut, das war ein Erlebnis. Wie schön, dass wir es geklärt haben. This is the truth of the case. What's that? it's the truth, the soul of the true Das ist culprit die of Wahrheit. this mystery Da haben wir labyrinth. sie. I see. It looks otherworldly, but there's an ominous air around it. Thank you, Halara. I was only able to make it this far thanks to Ermorden wir you. jetzt einfach beide? I only kept my part of the deal. You made the right choice hiring me. But I will say one thing. You've taken another step toward being a detective. That much is certain. I, Halara Nightmare, acknowledge you. Das ist sehr lieb von dir, aber jetzt bin ich leider pleite Really, Halara? und stark verschuldet. You? All right, all eyes on Shinigami. What's about to happen? Ganz ehrlich gesagt, ich erkenne dich erst als Detektiv an, wenn du das hier ohne Mystery Labyrinth schaffst. Denn das sollte machbar sein, wenn man wirklich ein echter Detektiv ist. Denn ich bin kein echter Detektiv und ich war schon ziemlich nah dran ohne Mystery Labyrinth. It's the moment we've all been waiting for. Time to boot kill the bad guy. Das Ding ist ja, ich habe wirklich schon vor dem Mystery Labyrinth gedacht, der dritte Fall, da würde irgendwie was dafür sprechen, wenn es der Anbieter gemacht hätte. Nur ich kam nicht darauf, dass der Anbieter wirklich nur diesen einen Mod begangen haben könnte. Und deswegen hat es für mich nicht gepasst, dass, ja, weil er die Leiter nicht verbrannt haben konnte. Deswegen dachte ich so, hä, das kann ja dann nicht sein, da muss ja trotzdem der Priester sein. Aber ja, muss einfach nur darüber nachdenken, dass der dritte Mord einfach in einigen Belangen nicht da reingepasst hat in die restlichen Morde. Es ist mal wieder das Problem von mir gewesen. Ich habe nicht geschafft, mich von Danganronpa zu lösen, was meine Denkweise angeht. Das war ja beim ersten Fall auch schon das Problem, dass ich darüber nachgedacht habe, dass es Komplizen geben könnte, die damit drin gehangen haben. Das kam mir ein bisschen blödsinnig vor. Und hier kam mir nicht die Idee, dass es einfach, ja, nicht einfach nur einen Mörder geben könnte, der alle Morde begangen hat. Ich denke einfach nicht zu weit out of the box von dem, was Danganronpa für mich etabliert hat als mögliche Auflösungen. Ich glaube, das ist wirklich noch mein Problem hier sehr stark. Denn ansonsten wäre ich ja eigentlich quasi fast komplett drauf gekommen. Auch wenn ich die Lösung für den dritten Raum hätte ich wirklich nicht geschafft. Da wäre ich nicht drauf gekommen.
die ist wirklich clever, aber es kam mir gar nicht in den Sinn. Deswegen, das ist auf jeden Fall der eine Part, den ich sehr, sehr loben muss an dem ganzen Howdunit. Weswegen ich dann traurigerweise wirklich sagen muss, dass der Copycat-Killer der bessere Killer ist. Auch wenn er es nicht geschafft hat, das Opfer zu erdrosseln. Was ich nicht verstehe. Warum hast du es nicht geschafft, das Opfer zu erdrosseln? Also, I don't know. Das verstehe ich nicht so ganz. Aber gut, ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, wie genau der Mord stattgefunden hat. Vielleicht gab es gute Gründe dafür, die wir niemals erfahren werden. So, und jetzt sind sie beide tot, oder wie? Father? They be dead. Are you alright? What's going on? What happened to those two? Die Wahrheit ist mit ihnen passiert. There's no pulse. They're dead. Dead? What? What? What is this? I sure worked hard today. Feels so good to boom kill the murderer. Jetzt bin ich halt ein Mörder, ne? Eigentlich könnte ich jetzt immer noch festgenommen werden. Aber also ich wüsste halt immer noch nicht, warum sie mich jetzt nicht mehr festnehmen sollten, nur weil ich die beiden kurz ermordet habe. The mystery labyrinth crumbles when you reap the soul of the true culprit. Then, the cause of the mystery labyrinth's creation pays the price by vanishing with it. I knew this would happen, but it still hurts to see someone die before my eyes. It's like I killed them myself. No, I did kill them. I killed them with the ruthless blade of the truth. There, there. Humans boom kill cows and pigs all the time and eat them. You don't feel bad about that, right? These were the souls of deranged murderers. At least you didn't eat them. If you look at it Ja, that way, bitte. there's nothing to feel bad about at all. It's not so simple when it comes to people dying. Das war's deutlich besser, dass ich es nicht gegessen habe. Did you people do this? Did you kill them with some kind of poison? Hey, hold on. I have no idea what's going on here. Too much is happening all at once. We shall talk at headquarters. Ich weiß halt wirklich, was der Plan war. Soll es jetzt gelöst haben, unsere Probleme. Is it just me, or are things more complicated Ja, now than before? genau das, entering the genau mystery das. Oh, you want help? Are you going to rely on me again? Ich meine, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Fine. I can't say no when you ask for help. Everyone! Ah! He came back to life! Sorry about that. You see, I'm actually the nailman. What? These are my final words, so I can't lie. I'm the nailman. The worshiper laying there is just a copycat criminal. Search the church for the tools used in each crime. I'm sure you'll find plenty of evidence. If you think I'm lying, go ahead and check it out. Thanks! Amazing. Dankeschön, Igami. Das I ist didn't know you could do that. eine großartige Performance gewesen. But that was a super lazy confession. Will it work? That should do it. We even have witnesses, so this case is closed. The priest mumbled something, but I couldn't quite hear him. Ja, hat halt leider keine Megafon dabei, ne? Anyway, everyone here will be taken to Amaterasu Corporation. What? It wasn't effective at all. He's so stubborn. This is why I hate authority. What do we do? Wait, I hear something. Huh? What now? A motorbike. Something is heading this way at an alarming... It can't be. Where is that coming from? No. Wer seid ihr? What are you doing here? Who are you? You dare speak so carelessly? Nein, eben nicht. Who Das, do you think I am? das war doch die Frage. Wir wissen nicht, wer ihr seid. Order Kanai Ward, Director of the Amaterasu Peacekeepers. The Honorable Yomi Hellsmile. Yomi Hell Smile. Ja, das kann ich natürlich sehr ernst nehmen, wenn du so heißt.
The Peacekeeper's director? So he is the head of the Peacekeepers. Now you know, small fry. Bow down. Yomi Hell Smile. What are you doing here? No need to be alarmed. Benevolent Director Yomi is here to help. Oh, excuse me for the late introduction. I am Vice Director of the Peacekeepers, Martina Electro. Martina Electro. So gute Namen, so gute Namen. Da kann der kleine Seth gar nicht mithalten, ne? She's my beloved right hand. No one else gets to have her. What's with him? Master, be careful. This Yomi guy is dangerous. Huh? I've never seen anyone emit such a dangerous aura before. He's that bad? So, what brings you here? Oh, right. I was so focused on my beloved right hand that I completely forgot. Okay. As mentioned earlier, Director Yomi is here to help. I hear you've been troubled by Seth's unreasonable treatment. Ja, sehr wahr. Sehr wahr. Director Yomi, what is going on here? Why am I... We had discovered you've been receiving sizable kickbacks for facilitating donations meant for the church. We now know why you were so desperate to clean up all the nailman killings. Oh, also hat er mit der Kirche zusammengearbeitet. After all, it would be troublesome to lose access to all that money if the priest was arrested as the nailman. Wait, please. Director Yomi, I did this under your orders. Did you say something? Because I didn't hear a thing. I only did this because you ordered me to. Seth, you make me sad. I'm the hero and defender of peace in this city. My peacekeepers are proud soldiers of that mission. And yet, you let yourself be corrupted. How could you? Seth, for the sake of the peacekeepers and the peace of Kanai Ward, die. Taking advantage of your position as a peacekeeper executive is a serious crime. The punishment must be severe. But... Schön, dass ihr euch alle so gut versteht. Yeah, I'm annoyed my own underling would betray me like this. Ich weiß immer noch nicht, warum ihr uns helft. Also welchen Grund ihr dafür habt, uns jetzt nicht festnehmen zu wollen. Aber na So gut. annoyed, I'd go insane if I didn't toy around with my beloved right hand. Why is he so fucking horny? It's an honor. What do you mean? What are you doing? He's terrible. Like a lizard cutting off its own tail to survive. Someone like him is in charge of the Peacekeepers? Don't look him in the eyes. Don't talk to him either. If possible, don't even breathe the same air as him. Though it's probably too late for that. Hör einfach auf zu atmen. Well then. To our shit-for-brains friends playing detective. Looks like I have to give you a warning. Know your place in my city and stay there. Follow the rules and don't disturb our peace. Or I'll need you to die! In this city, Director Yomi is both the law and the peacekeepers itself. Defying us means you defy law and order. You will receive fitting treatment for such behavior. Before, you were insignificant specks of dust. But now that you've banded together, you've become an eyesore. Detectives, my ass. Annoying little shits. Wow. That's not very nice. Let's go, my beloved right hand. Yes, Director Yomi. Looks like we've been targeted by someone dangerous.
Ja, wie gesagt, I don't really get what's going on, aber ich akzeptiere es jetzt einfach mal so und bin dann mal gespannt, wie wir uns im nächsten Fall rausreden, weil bisher fand ich die Begründung dafür, dass wir gehen gelassen wurden, immer ein bisschen weird. Also sowohl jetzt im Tutorial-Fall, im ersten Fall, als auch jetzt hier. Einfach, die Person ist dann gestorben und dann wurden wir irgendwie gehen gelassen aus anderen Gründen, die gar nichts mit dem Tod des Täters dann zu tun haben. Also wirklich. Yeah, thanks to you. One wrong move and it would have been all over. You got that? I'm sorry, but No buts. None. How did this happen anyway? Laura, help me out. Please explain what Ich happened. glaube, Laura weiß es nicht mehr. You said you acknowledged me as a detective, didn't you? What? When did I say that? Ja, dachte ich mir fast. Wie gesagt, es ist wie Trails into Reverie. It's such a shame, Master. Everything that happens in the Mystery Labyrinth gets forgotten. What? Elara's memory must have been wiped after entering and leaving the labyrinth. Nothing inside the Mystery Labyrinth can be taken into Ein weiterer Grund dafür, warum das Mystery Labyrinth nicht so lang sein sollte. unless you have a contract with yours. Weil nichts, truly, was that darin is. passiert, wirklich relevant ist. But Für die Story I thought drumherum. Laura and I had finally reached an understanding. Das heißt, es kann nicht mal Character Development da drin passieren einfach. Memories from up until you enter the Mystery Labyrinth are retained, like the debt you owe for your Ja. assignment. That's awful. Hey, Yuma, are you listening? You better make sure this doesn't happen again. Ja, sorg dafür, dass du nicht aus Versehen nochmal die Täter umbringst. By the way, Chief, our submarine office is tipping over. Are you sure the peacekeepers didn't mess with it? What? Seriously? I have to go back and repair it. Yuma, help me out. Follow me. Ja, klar, ich repariere kurz das U-Boot, I guess, oder so. It was supposed to be time for you to reveal the solution, but we've ended up in quite the mess. Huh? Yeah. Ich hab den Fall trotzdem gelöst, keine This Sorge. is my first time dealing with the true culprit dying before they could be accused. But I recall how you did your best to try and solve the case. Huh? You should be proud. Oh, Laura. Dass sein Chief is einfach auch in calling for you. Cutscenes lauter ist. Es ist einfach dasselbe Soundfall gewesen, was immer verwendet wird, was immer viel zu laut ist. Thank you. Ich weiß nicht, warum es im so laut ist. Ganz explizit nur das. Ist lauter als alles andere, was im Spiel gesagt wird. Ich glaube, es wurde einfach wirklich dieselbe Soundfall verwendet, wie es auch bei den generischen ist, wenn man irgendwie ermittelt und so. Was dann nochmal eingespielt wird. Was durchaus eine Entscheidung ist. Das einfach in der Cutscene einzuspielen. Damit man das nicht extra voice-acten muss im laufenden Dialog. Weil es gibt ja schon genug an denen man sich bedienen kann. Are you serious? A peacekeeper executive was taking bribes from the church? If Director Yomi said so, it would be considered the truth, even if it isn't. What about the priest being the nail man? It's going to be publicly announced as the truth. It appears the priest's strong desire to save others turned him into the nail man. He saw people wishing for revenge as they hammered those nails in the forest and decided he needed to save them. That was the motive, though it could all be a story made up by the peacekeepers. So, what about the kitty cat criminal? Ja, das ist eine gute Frage, ne? You mean the copycat? That one was already publicized as well. They say the copycat did it out of admiration Okay, for ja, the real gut. nail Davon ging man. ich so etwa aus. Ich dachte noch so ein bisschen was anderes hatte ich noch so mit drin, aber wenn das alles ist, In the meinetwegen. end, he felt so much guilt that he poisoned himself? None of this really makes any sense. Ja, klingt schon ziemlich dumm, ha? It sure didn't look like death by poison to me. It was me! I did it along with that detective kneeling in penitence over there. It would make more sense to assume Yomi killed them somehow. Especially when you consider the timing. He'd do it without batting an eye. Yomi Hellsmile, the director of the Peacekeepers. Das klingt nach einer guten Idee. Ich glaube, er war es tatsächlich, ja, auf jeden Fall. I heard he rode in on a dragon. No, it was a motorcycle. From what I've investigated, the Peacekeepers' influence is gaining ground at Amaterasu Corporation. There's some sort of power struggle going on.
Seems like they're getting their way internally. I hear that their boss, Yomi, is extraordinarily dangerous. Extraordinary. So he is very normal? How scary. Sie hat vollkommen recht. Sie hat voll den guten Punkt. Sie ist gar nicht so dumm. Er ist einfach nur extra normal. It's only a matter of time until the Peacekeepers gain complete Ist voll control of the klug. corporation. When that happens, they might outright attack the World Detective Organization. Perhaps the WDO made its move because they saw the warning signs. If that's the case, it could have something to do with Conai Ward's ultimate secret. Das könnte es wohl. Yeah, what's the deal with Conai Ward's ultimate secret? We still know nothing about it, huh? Werden wir wohl auch nicht so wirklich erfahren bis zum letzten Kapitel, gehe ich von aus. It doesn't seem to have anything to do with the Nailman incident. I wonder what it could be. Sheesh, so much to deal with. This sounds exhausting. Didn't I tell you that from the start? We have to obey directives from number one, no matter how difficult they are. Ich glaube, bisher haben wir nicht sonderlich viel ermittelt, was unsere eigentliche Aufgabe angeht. Well, we got some very talented master detectives gathered here. I'm sure it'll be fine. So much. No, everything changes from now on. Yuma, you can take a seat now. My legs feel numb. Don't stick your neck out recklessly from now on, for everyone's sake. Got it? Got it. Hey, we worked super hard. I'm so stressed I could die. Oh wait, but I can't die. Do we have a visitor? That's rare. Yuma, can you go get it? Sure. Wer klingelt denn um die Uhrzeit, Mensch? Wer soll denn das gewesen sein? Hallo? Ach, der Junge. Ja klar, der existiert ja auch noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehr kreatives Design. My dad is back safe at home. It's all thanks to you. Thank you for helping us. No, I just... Well, I'm happy for you. Aw, look at you getting thanked. You were on your knees just a moment ago. Be quiet. Oh, there's one more thing I want to ask you. Ja, was gibt's? What is it? Did someone else die or something? Will you play catch with me? Ich krieg deinen Ball übrigens geschenkt. Den hast du mir als Bezahlung versprochen. But it's raining. Actually, sure. Es regnet. Ich krieg den Ball geschenkt, das ist meine Bezahlung. Stopp. Ich muss nicht noch fangen spielen. Werfen spielen. Werfen und fangen spielen. The unending rain. My memories still seem like faraway raindrops. My hands still have yet to grasp a single thing. I'm still lost. Is it all right for me to be here? Er ist doch der Mörder. But with the worn baseball gripped in my hand, Hey, er ist der ultimative Baseballspieler. Er hat den Schlüssel geworfen oder die Leiche. Wie konnte ich das nicht früher erkennen? why I wanted to be a detective. And it could have been for the sake of something so small that it fits in my hand. Maybe I should give myself credit for this small realization. So, for just a bit longer, I think I'll keep pretending to be a detective. Und das war das erste Kapitel, gehe ich von aus. Ja, Tatsache. Tatsache. Ja, ja doch. Doch. Ich weiß, ich war heute sehr negativ. Wir wissen alle warum. Und das ist sehr wenig mit dem eigentlichen Kapitel und dem eigentlichen Fall zu tun. Der eigentliche Fall hat mir tatsächlich gut gefallen. Wie gesagt, ich hatte so meine Probleme damit, dass es halt 4 Lockroom-Mörder sind, wovon die meisten jetzt nicht so sonderlich komplex waren, aber der Punkt war halt, dass es mehr um das große Ganze ging und dass halt einer da nicht zugepasst hat. Wobei ich es ein bisschen schade finde, dass jetzt eigentlich nur ja, die Wunde am Kopf als Grund verwendet wurde, dass es nicht sein kann. Obwohl das auch hätte Zufall sein können. Das hätte auch einfach der Nailman aus Versehen
den Mord verkacken können und deswegen gab es die Wunde am Hinterkopf. Man hätte halt wirklich noch mit reinbeziehen können, dass es viel mehr Sachen nicht dazu gepasst haben zu den anderen Morden. Das wurde halt irgendwie nicht, da wurde halt irgendwie nicht drauf eingegangen, deswegen das finde ich ein bisschen schwammig als richtigen Beweis, aber ja, der Farbeimer ist halt cool. Der Farbeimer ist ein richtig, richtig cooler Beweis allgemein. Auch der dritte Mord ist der interessanteste von dem Lockroom Mystery her. Nee, hat mir ziemlich gut gefallen und deswegen auch weiterhin einfach allgemein, dass die Morde hier welche sind, die ganz eindeutig nicht in Danganronpa hätten passieren können auf diese Art und Weise. Und das hoffe ich auf jeden Fall am meisten, dass das weiterhin geschehen wird. Ja, ich muss auch zugeben, es war jetzt nicht so unnötig lang, wie ich erwartet hätte. Ich hätte echt gedacht, das geht jetzt deutlich länger. Aber anscheinend sind die alle ungefähr so lang. Also es war jetzt ja wirklich nur ungefähr so lang wie beim ersten Kapitel, also beim 0. Kapitel, glaube ich. Ich hatte, das wäre eher ein Tutorial-Fall, aber scheinbar sind das die normalen Falllängen. Zumindest die normalen Mystery Labyrinth-Längen. Hoffe ich, dass es dann so bleibt jetzt auch und dass sie nicht jetzt doch noch länger werden demnächst. Außer vielleicht das letzte. Ich denke mal, im letzten Kapitel könnte es länger werden, I guess. Aber sonst können die gerne so bleiben. Aber auch das, also auch wenn das heißt nicht, dass ich mich umsonst beschwert habe, es war trotzdem viel zu lang. Es war trotzdem total unnötig, alles, was wir da gemacht haben, zum Großteil. Es hätte halt halb so lang sein können, immer noch. Meinetwegen hätte es eine halbe Stunde dauern können. Meinetwegen hätte es gar nicht geben müssen. Meinetwegen hätten wir die ganzen Locked Rooms schon lösen können, während wir die Locked Rooms ermittelt haben. Es war nicht notwendig, dass wir die da ein bisschen ermitteln, daher quasi schon die Auflösung vorgesagt bekommen und Lara hat ja auch die ganze Zeit gemeint, ich habe das schon gelöst, hast du es auch schon gelöst? Und die immer so, nee, ich habe keine Ahnung. Na, dann gehen wir jetzt erstmal. Und dann mussten wir das halt alles nochmal im Mystery Labyrinth komplett von Anfang an aufrollen. Wir hätten es einfach direkt in einzelnen Räumen machen können. Nein, warum haben wir es nicht gemacht? Weil es das Mystery Labyrinth geben muss, was stellvertretend für die Class Trials existiert. Das ist vollkommen irrelevant. Wir brauchen das eigentlich nicht. Das ist nur dafür da, damit wir diese komischen Minispiele spielen können. Wenn diese komischen Minispiele nicht geben müsste, wenn wir die Fälle anders ermitteln könnten und irgendwie anders Fragen beantworten können, einfach ganz normal, ohne komisches Mystery Labyrinth, dann hätten wir das alles nebenbei lösen können. Und hätte die Ermittlung vielleicht eine halbe Stunde länger gedauert, als jetzt gedauert hat. Und dann wären wir am Ende angekommen bei der Stelle, wo wir dann gestellt wurden von Seth Burroughs oder wer hieß. Und hätten da kurz die Auflösung erklären können. Hätten kurz sagen können, ey, das ist der Mörder und das ist die Copycat und so. Das Mystery Labyrinth war einfach nicht notwendig. Und das ist so schade, weil das wird mir das Spiel ruinieren. Das Spiel wird mir insgesamt nicht sonderlich gut gefallen, da gehe ich fest von aus. Also vielleicht macht es noch richtig gute Sachen, aber es wird immer diesen Schandfleck haben von es zwingt sich sehr, ein Spiel zu sein und dumme Minispiele zu haben, die niemand gebraucht hat, die die Fälle so sehr in die Länge ziehen und dafür sorgen, dass, sehr darauf ausgelegt sind, dass jeder Vollidiot sie irgendwie lösen kann. Denn die Fälle sind bisher nicht so kompliziert gewesen. Ich fand die Fälle in Danganronpa meistens, ja, irgendwie nicht komplexer, aber halt schwerer darauf zu kommen. Aber da muss ich halt auch wieder sagen, es ist erstens Jahre her, ich bin einfach älter geworden, seit ich Danganronpa gespielt habe. Also daran kann es zum einen liegen, aber auch ich habe seitdem einige Mysteries halt noch gelesen und so, wodurch ich vielleicht einfach darin besser geworden bin, Mysteries zu lösen. Das weiß ich nicht, wie viel das damit zusammenhängt, wie viel es einfach an mir liegt, wie viel es am Spiel liegt, dass es wirklich leichter ist als Danganronpa. Das kann ich halt jetzt nicht gut vergleichen. Ja, es ist halt sehr, sehr schade. Es ist halt einfach nur schade, weil ich in der letzten Folge so viel Spaß hatte daran, die Morde zu ermitteln und das gerne einfach immer machen würde. Und nicht zwischendurch die Mystery Labyrinths. Aber ja, das ist nur so meine Ansicht. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen geschnitten, weil ich war doch ein bisschen sehr angepisst und ich will euch auch nicht meine schlechte Laune nur, geben. Ich habe keine guten Worte mehr. Ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen. Und ihr lasst vielleicht einen Kommentar da. Das würde mich sehr freuen. Mit eurer Meinung zu diesem Fall, zu dem Mystery Labyrinth, zu eurem Leben, zu meinem Leben, zu diesem Spiel. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wahrscheinlich, ne? Mit Kapitel 2. Wo wir dann wahrscheinlich mit jemand anderem ermitteln werden. Also es ist jetzt wirklich so aufgebaut. Wir haben hier Yuma, hier haben wir den Yako, hier haben wir Lara. Beim nächsten Mal gibt es dann irgendeinen anderen Detektiv, mit dem wir unterwegs sein werden. Ja, ist ja eigentlich auch ein ganz netter Aufbau, würde ich sagen, ne? Um die nach und nach ein bisschen zu nutzen. Naja, bis dahin jedenfalls. Ciao.